Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pixel Buddies Podcast. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Und heute mit in der Partie ist Trista Hallo. und Michi. Hi. Hallo. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Aufgrund der vielen News würde ich sagen, können wir auch eigentlich mit den News heute einsteigen. Aber davor, wie ist bei euch? Geht's euch gut? Seid ihr bereit und habt ihr Bock? Klar, auf jeden Fall. Ich habe ganz Ja, ich viel glaub, wir Hass haben- mitgebracht für die Nachrichten. Ja, ich wollte gerade schon sagen, es ist einiges dabei, was ein bisschen die Gemüter erhitzt hat. Unter anderem die letzte Staffel The Last of Us habe ich hier auf der Liste stehen. Oder was haben wir noch? Ja, Marathon und die geklauten Artworks haben wir auf der Liste. Oder ja, das Thema der Grafikkarten und die verruchten 8 Gigabyte. Ja, ich denke, da haben wir einen ganz guten Blumenstrauß an Themen zusammengekriegt für diese Woche. Ein bisschen was gespielt haben wir auch. Das schieben wir hinten dran. Dann wollen wir anfangen. Elden Ring-Verfilmung habe ich als erstes draufstehen. Ich glaube, Tristan, du bist am tiefsten drin in der Sache. Ich habe eigentlich nur die Schlagzeile gelesen. Mir war schon ein bisschen auf dem Schirm, dass da was geplant war, aber jetzt hat sich die News ein bisschen konkretisiert, ne? Ja, also ich glaube, was am spannendsten ist, also zumindest für mich ist, wer da auch hintersteckt, dass es einmal als Produktionsfirma A24, die, ich finde, sehr gute Filme, vor allem Horrorfilme auch immer produzieren. Und viel spannender, der Alex Garland ist am Start, der, wenn ich das richtig verstanden habe, auch das schreibt, die Geschichte. Und Garland hat bei mir einen ganz großen Stein im Herzen, weil er die Dread-Verfilmung gemacht hat und ich dadurch Sylvester Stallone vergessen durfte. Und die Dread-Verfilmung tatsächlich, also hier auch mal den Tipp, guckt diesen Film Dread, der ist irgendwie ein bisschen untergegangen, aber in den letzten Jahren hat er so einen Kultstatus entwickelt und vollkommen zu Recht. Ist ein super genialer dystopischer Film, halt mit Judge Dredd, gespielt von Karl Urban, genial. Und im Gegensatz zu Stallone nimmt er nicht den Helm ab, was essentiell ist für einen Judge, diesen Helm nicht abzunehmen. Ich will da gar nicht so viel von erzählen. Ich kann nur sagen, kann ich nur empfehlen und allein deswegen finde ich Garland richtig toll. Der hat aber auch andere Sachen gemacht, das muss ich mal gucken. Ich glaube, letztes Werk war Civil War. Nein, Warfare in der Zwischenzeit. Den wollte ich tatsächlich auch noch gucken. Welchen Film er auch gemacht hat, den ich auch sehr gut fand, auch wenn er ein bisschen Kunstkacke war. Ein bisschen war Auslöschung, der Den Netflix-Film. fand ich richtig gut. Ich auch, wie gesagt, ich fand den ein bisschen zu sehr Sagt mir auf nichts. muss Kunst sein ausgelegt, aber sehr spannender Film und deswegen glaube ich, da sind sie in guten Händen. Ja, also ich glaube, der Garland, der kann das wuppen. Ich bin gespannt, wie es verfilmt wird. Das ist für mich tatsächlich die große Mhm. Frage, weil Elden Ring oder allgemein Souls-Teile haben ja jetzt nicht eine klassisch stringente Geschichte, was ja auch den Reiz dieser Spiele ausmacht mit dem Environment Storytelling. Du hast dann die NPCs, die sehr kryptisch sind. Also ich äh, glaube, jetzt darf ich mich nicht in den Netzen werfen, Miyazaki, der die Souls-Spiele gemacht hat. Miyazaki war, glaube ich, der Name. Ich bin bei so. Ja. Nee, Quatsch, Miyazaki war der von hier von Haben Studio wir Ghibli. verwechselt? Von Studio Ghibli war das. Oder heißen die beide Miyazaki? Hidetaki Miyazaki? Jetzt machst du mich. Doch, ja. Nee, ist richtig. Miyazaki, okay, Entschuldigung. Und der hat diese Geschichten für Souls wohl auch dadurch die Inspiration gehabt, dass er damals Bücher gelesen hat auf Englisch, die er nur so zur Hälfte verstanden hat. Und dann sich so den Rest Mhm. zusammengesetzt hat. Und ich finde, das merkt man bei den Spielen auch. Jetzt ist die Frage, wie verfilmt man das? Und ich hoffe, also ich habe eine Hoffnung für diesen Film, und zwar, dass das eine Anthologie wird. Nicht ein klassischer Film, sondern eine Anthologie von verschiedenen Geschichten aus diesem Elden Ring-Kosmos. Ja, es gibt ja sehr, sehr viele NPCs, sehr, sehr viel Vorgeschichte und sowas, und man pickt einzelne Ereignisse raus, die man innerhalb dieses Films erzählt und dann zusammen vielleicht auf das, was in Elden Ring passiert, hinausläuft. Das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja, klingt ganz spannend. Vor allen Dingen, was ich mich gerade frage, um es jetzt gerade mal mit meinem aktuellen Beispiel von The Last of Us zu vergleichen. Also The Last of Us ist schon sehr filmisch als Spiel
Und vielleicht macht es aber genau hier Sinn und vielleicht ist auch hier eine Chance, mal einen Film zu machen, der sich nicht so dicht dran hält, der sich diese Hintergrundlore eher zum Thema nimmt und nicht ganz so dicht an irgendwelche Charakter gebunden ist, weil das war jetzt schon häufiger bei den Videospielverfilmungen oder Serien die Kritik, dass er halt nicht, also die Fans der Videospiele haben dann immer kritisiert, dass das halt vom Videospiel abweicht. Und ich glaube, wenn man es einfach von vornherein kommuniziert, dass man die Hintergrundlore oder die Welt so als Hintergrund nimmt, dass man da ein bisschen freier mit dem Werk umgeht. Ja, als gutes Beispiel würde ich Fallout nehmen. Das war Hm. super. Das hat jetzt auch per se nichts mit den Spielen zu tun, aber halt die Welt im Fokus. Ja. Und das wurde eigentlich richtig gut umgesetzt, finde ich. Und wenn ich da andere Filme sehe, ich meine, Assassin's Creed hat mir generell gefallen, aber es war nicht wirklich gut. Ja. Also ich muss sagen, der neue Mortal Kombat, nicht die alten Mortal Kombat-Filme, den fand ich tatsächlich auch gut, was so Videospielverfilmung angeht. Und natürlich Super Mario. Ich glaube, da sind wir uns hoffentlich alle einig, dass der gut war. Das war Aber ich okay. muss. Oh, was? Ich fand den genial. Ich fand Super Nee, ich Mario meinte genial. rede jetzt auch tatsächlich eher von den Ja. Realfilmverfilmungen. Also klar, Rede ich bei Super Mario auch. Nein, ich hoffe, der ist nicht so gut gewesen. oder der Mix bei Sonic. Ja, aber wie gesagt, aber ich würde tatsächlich bei Elden Ring widersprechen mit, man bedient sich da freier. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Ich glaube schon, dass man hier tatsächlich mehr auf diese Lore eingehen sollte, aber ruhig auch kryptisch. Und wie gesagt, ich hoffe auf eine Anthologie oder sowas, also auf mehrere kleinere Geschichten, die auf einen Punkt zusammenlaufen, im Idealfall. Und das ein bisschen mehr eingehen, was damals passiert ist. Also da gibt es ja mehr als genug Settings oder mehr als genügend Ereignisse, die man sehr gut verfilmen könnte. Und ich glaube, das wäre tatsächlich spannender und das wäre, glaube ich, auch was für Fans, weil man geht dann rein in diesen Film, und lernt noch was Neues dazu. Was sie halt nicht machen dürfen, glaube ich, bei Elden Ring ist zu viel erzählen, zu viel in Stein meißeln, sondern auch in dieser Geschichten kryptisch immer noch in 'nem gewissen Grad bleiben. Sonst glaube ich, weil wenn sie so quasi sagen: „Ah ja, wir decken jetzt alles auf“, ich glaube, dann versauen sie es einfach nur. Also Hm. zeitlich vor dem Spiel. Genau, ja. Okay. Also, da gab's ja, viel also, ähm, ich weiß gar nicht, kann man schon spoilern zu Elden Ring? Ich bin mir da so unsicher, weil es ist sehr viel Gibt's da auch bei Elden überhaupt Ring ja was, mit was man Erlebnis. spoilern kann? Ja, sehr Ich wollte grad viel, sehr Ja, viel. aber man muss sich schon mit der Lore beschäftigen und so weiter. Ja. Ich meine, es gibt viele, die es einfach durchspielen, aber mein Gott, Elden Ring ist jetzt auch schon ein Zeitchen her. Ja, also dann würde ich mal so als Beispiel einfach mal Radan nehmen. Radan ist ja auch so mit eine der beliebtesten Figuren, und was er da alles durchgemacht hat. Ich bin tatsächlich nicht so tief in der Lore von der DLC, aber vom Hauptspiel. Und da ist Radan halt ein Krieger, der wie heißt denn das auf Deutsch? Scarlet Rot im Englischen, ist er ja auch wahnsinnig geworden, und hat dann seine ganzen Leute abgeschlachtet und will dann aber auch in Krieg fallen und wie das damals passiert ist, ne, wie er dann auch gegen Malenia gekämpft hat. Oder also kleine Details wie, dass er diese Magie, diese Magie mit der Schwerkraft gelernt hat, um sich selber leichter zu machen, um sein Pferd reiten zu können, weil der Radan halt so ein 5 Meter Riese ist und sein Pferd ist aber nur so ein klappriger Gaul. Und er hat das halt gelernt, um sich leichter zu machen, damit er seinen treuen Ross weiter reiten kann und sowas. Also da gibt es sehr viele Kleinigkeiten. Ne? Und sowas kann man natürlich erzählen. Ja, also oder auch wie, jetzt muss ich bin nicht mehr so lorefest wie vor einem Jahr, aber in Kari es gab ja auch diesen Krieg zwischen den Zauberern von Karia und sowas mit den König von Schlag mich tot. Bin da nicht mehr so tief drin, aber da gab's ja auch richtig viele Schlachten und sowas. Und das kann man schon alles cool bestimmt erzählen, aber ich glaube halt hier auch, es müssen Mysterien behalten werden. Ja, Ja. ich bin halt mal gespannt, weil das so eine eigenartige Welt ist. Also jetzt nicht mal nur unbedingt Elden Ring, aber es ist halt keine klassische Fantasy wie jetzt beim Game of Thrones oder so. Ich bin mal gespannt, wie gut das beim breiten Publikum ankommt, bei den Nichtspielern, weil das musst du halt bei solchen Produktionen immer berücksichtigen.
weil ich glaube, es wird halt kein Film mehr produziert, der nur für die Spieler ist. Das lohnt sich halt nicht, sondern du musst auf ein breiteres Publikum gehen und das ist halt immer der schmale Grat, den du gehen musst bei solchen TV-Produktionen oder Kinoproduktionen, dass du beide Lager da ein bisschen abholst und du wirst wahrscheinlich beiden irgendwie immer auf den Schlips treten müssen. Und ich glaube jetzt nicht, dass du dem großen, breiten Publikum, dem Mainstream, mit so einer unheimlich kruden Welt kommen kannst und ja, dass das da auf viel Gegenliebe stößt. Da bin ich mal gespannt, wie sie das hinkriegen. Ich glaube, das werden sie nicht hinkriegen. Ich glaube, hier muss man dem Mainstream vor den Kopf stoßen, wenn man ein gutes Produkt will. Was ich mir durchaus vorstellen kann, es muss ja auch keine ultrateure Produktion werden. Ja, ja, also, da kann man auch ein bisschen sparen. Ich glaube, die Gamer würden das dann auch verzeihen, wenn dafür mehr auf die Lore geachtet wird. Weil, wie du gesagt hast, es ist eine krude Welt, es ist eine kryptische, es ist eine mystische Welt. Wahrscheinlich auch das, was ich gerade erzählt habe, ist wahrscheinlich eigentlich Schwachsinn, weil es auch wieder ganz andere Interpretationen oder sowas gibt. Also, hier bitte Entschuldigung. Erstens, ich habe Elden Ring tatsächlich schon länger nicht mehr gespielt. Und zweitens, dass ich mir die ganzen, Lore-Videos angeguckt habe, ist auch schon was her. Schäm Also dich. bitte nicht in den Kommentaren zerreißen. Aber da hat's halt 'n Fallout viel einfacher zum Beispiel, ne? In Fallout weil Fallout hat's perfekt hinbekommen, finde ich, sowohl einerseits Spieler abzuholen als auch Nichtspieler. Also, Mhm. bestes Beispiel mein Stiefvater, der konnte mit Fallout gar nix anfangen. Ich habe ihm das gezeigt, der hat das durchgesuchtet. Hat richtig Spaß gehabt. Der hat nie 'n Spiel auch nur gesehen, auch nur eine Szene aus den Spielen. Hatte Spaß. Da sind halt natürlich die ganzen Witze und Anspielungen, die hat er nicht verstanden, aber die waren auch nicht elementar für die Geschichte Mhm. selber. Ja, Und es ist dann immer so ein bisschen Fanservice, ne? ja, und das wird bei Elden Ring aber so wird es einfach nicht funktionieren. Und wenn doch, ich lasse mich gerne ins Besseren belehren, aber mir fehlt grad die Vorstellungskraft, wie das klappen soll. Ja, mir auch noch so ein bisschen und vor allen Dingen, weil ich auch so ein bisschen die Historie von den ganzen Verfilmungen in den letzten Jahren, im Kopf habe. Hat ja nicht alles funktioniert, aber bleiben wir auf jeden Fall dran. Ich, habe grade geguckt, ist, George R. R. Martin da noch irgendwie drin involviert? Glaube, Weil ja, das war ja. ja damals auch, Riesenthema, dass er da die Lore mitentwickelt hat und dann war es aber doch relativ still um ihn und hat sich rausgestellt, ja, so riesig involviert war er dann doch nicht. Ähm, ich Äh, weiß nicht, wie es jetzt bei der Produktion des Films ist. Also, anhand der Anzahl an Schildkröten in Elden Ring kannst du davon ausgehen, dass der Martin doch, involviert war. Ähm, Das ist so 'n bisschen 'n Meme, dass er Schildkröten liebt. Der war schon involviert, aber halt nicht ins eigentliche Spiel, sondern wirklich nur in diese Ja, für die Hintergrundgeschichte. Mehr nicht, Hintergrundwelt, ne? ne? Ja. Und genau, deswegen und das merkst du auch. Dieses ganze ich meine, die ganzen Namen dieser Hauptfiguren, das ist alles GRM als Anfang, also George R. R. Martin. Überall ist das, ne? So, dann hast du überall diese Verwandtschaftsverhältnisse, du hast Inzest, natürlich ist das Martin. Das sprüht überall vor Martin, ne? Also, finde ich. Und auf diese Martin-Welt ist halt quasi Dark Souls draufgeklatscht worden und es funktioniert. Das ist keine Kritik, das ist Lob. Und ich habe auch online schon Memes gesehen mit: „Ach, Martin hat schon die nächste Aufgabe auf Winds of Winter nicht fertig zu schreiben.“ Ja. Ich glaube auch mittlerweile nicht dran, dass er jemals Game of Thrones zu Ende schreiben wird und ich mache die Serie mit dafür verantwortlich. Dafür Ne, der könnte Ja. also, er hat ja schon testamentarisch festgehalten, dass das jemand anders beenden darf, aber dann soll halt jemand anders jetzt schon mal mit anfangen, weil das ist echt hart. Ich meine, ich bin niemand, der die Bücher jetzt angefangen hat, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste da so lange drauf warten, ja. mittlerweile fällt das wahrscheinlich auch schwierig. Mittlerweile ist tatsächlich bei mir persönlich das Interesse auch weg, weil es einfach zu Ja, lange ist. Ich müsste alle Bücher noch mal lesen und sind so viele Seiten. Also, ich weiß halt nicht, ob ich wenn auch du jemals noch mal reinkomme. ja, ich glaube, das, ist auch ein Problem. Also, wenn du nicht regelmäßig selbst wenn es große Abstände sind, aber wenn du nicht regelmäßig dann, weiterführst, na ja. Gut, ist auf jeden Fall spannend, das mal weiter zu verfolgen. Aber hier steht auch, Kinostart, ja, könnte 2027, klingt aber sehr flott. Wir haben jetzt schon über 2 Jahre. Ähm, Glaube ich Glaube ich nicht. Die auch nicht. Frage ist, wird es auch tatsächlich realisiert? Das ist genauso wie mit dem Claire Obscur-Film. Da wurden die Filmrechte auch verkauft. Es ist die Frage, Ja, passiert es dann wirklich oder wird es nicht dann doch begraben? Es ist eine Ankündigung, die interessant ist, die man verfolgen sollte, aber es ist, finde ich, auch keine Garantie, dass es tatsächlich verfilmt wird.
Nee, also Ja. es liegt halt, also Garland ist halt in Verhandlungen. Das klingt schon ein bisschen konkreter, als jetzt nur die Filmrechte Ja. zu verkaufen. Das passiert mit, glaube ich, sehr vielen großen Marken dann direkt nur, damit es irgendjemand hat. Ja. Aber mal gucken, ob das was wird. Dann gehen wir mal weiter. Als nächstes hätten wir, Oh Gott, ja. Bungie. ja, Marathon, genau, die geklauten Lass uns ein Artworks. Ja, bisschen nicht auf nur Bungie die, rumtreten. ja, nicht nur die geklauten Artworks. Ich meine, das ist ja schon Ja, eher nicht News. nur, aber das war jetzt letzte Woche in den News. Da hat sich eine Künstlerin gemeldet per Twitter oder X, die ihre eigenen Artworks wohl in der Beta gefunden hat und dann mal das öffentlich gemacht hat. Und ja, wie sich herausstellt, hat tatsächlich Bungie hier Artworks benutzt ohne Berechtigung. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass das bei denen passiert ist. Ist dann rausgekommen, beziehungsweise ist mir zu Ohren gekommen, dass das schon mal passiert ist. Ja, und dann gab es natürlich riesen Aufschrei. Und die mussten jetzt tatsächlich alle Artworks nochmal prüfen, weil das wohl jemand benutzt hat, der auch schon nicht mehr bei Bungie arbeitet. Und jetzt müssen alle diese ganzen Assets nochmal geprüft werden, wo denn überall äh, ja, Arbeit von dieser Künstlerin drinsteckt. Schon eine wilde Geschichte. Zudem kommt noch, dass anscheinend auch insgesamt die Stimmung bei Bungie gerade ein bisschen am Boden ist. Tristan, du warst, glaube ich, zuerst. Das ist ja eine komplette Downfall-Spirale, die da abgeht, ne? Das fing ja an mit, die Beta kommt raus. Es gab vernichtende Rückmeldungen, ne? Also, keinem hat dieses Spiel gefallen, dadurch ist die Moral schon gesunken. Dann kam die Künstlerin an, ja, wo ja auch dann rauskam, ja, nicht, dass es verwendet wurde. Nein, Bungie kommt dann in, ja, das war ein ehemaliger Mitarbeiter, obwohl dann rausgekommen ist, dass die halbe Art Director, also der Art Director plus eine halbe Abteilung dieser Künstlerin auf Twitter folgt. Also, Ja. das Am, kaufe am, ich dir am nicht Anfang ab. hieß es noch so ein bisschen, ja, das war irgendein Ja, ja. Ex-Mitarbeiter. Da wurde sich noch so vorsichtig versucht zurückzuziehen und die Verantwortung ab, aber das ja, ging dann auch nach hinten los. Ja, und dann, das war dann nochmal ein Drücker auf die Moral. So, dann kommt ein ehemaliger Kollege an und sagt so, ja, ja, natürlich ist die Moral am Arsch, weil das alles ein komplettes Fiasko da ist. Die ganze Managerriege gehört eigentlich ausgetauscht. Also das ist wohl katastrophal. Und dann kommt ja auch noch kommt Sony um die Ecke und sagt, ja, Marketing ist gestrichen. Ja. Ja, es riecht alles sehr danach, dass das wieder in die Hose geht. Concord 2 ist im Anmarsch. Es gab ja jetzt auch für Destiny ein Problem, dass sie großen Teil der Story von jemand anders geklaut haben. Und ja, sie sollten das vor Gericht beweisen und dann sollte der Richter, glaube ich, in einem 10-Stunden-Video oder so gucken. Er hat einfach gesagt, nee, mache ich nicht und hat dann dem Kläger recht gegeben. Das war dann Also, so ein 10 Stunden YouTube-Video-Essay. ja, genau. Aber es war halt nicht von Bungie oder so, sondern Ja. halt einfach so ein Fanmade-Ding. Ja, meine ich ja, ne? So ein YouTube-Video einfach, was 10 Stunden geht. Ja, also, Ja, also was bei Bungie abgeht, also ich sage jetzt, ich prophezei es jetzt auch, mark my words, Marathon kommt, glaube ich, nicht mehr raus. Ich glaube, es wird die Reißleine gezogen, nach ja. dem, was mit Concord passiert ist. Für mich deuten die Zeichen auch darauf hin, allein, dass kein Marketing jetzt gemacht wird. Für ein Spiel, was im September rauskommen soll. Das ist nicht gut. Ja, ich bin mal gespannt. Also das Ja. mit dem Marketing, das war mir jetzt auch neu, dass sie da nochmal die Marketingpläne komplett gestrichen haben. Das muss ich jetzt sagen, deutet auch ziemlich darauf hin, dass sie vielleicht sogar die Reißleine noch vor dem Release ziehen. Das wäre jetzt das zweite Ding, also das wäre schon echt extrem. Ich glaube, auch Bungie wird das tatsächlich nicht überleben. Ich glaube, Bungie wird Ja, aufgelöst. Ist meine Vermutung. das war schon immer so ein Auf und Ab bei Destiny 2. Da waren auch Mhm. zeitweise die Leute sehr unzufrieden mit den Wegen, die sie da genommen haben. Sieht auf jeden Fall nicht besonders gut aus. Ja, auch nur mal Nee, anmerken, absolut. Ja. also so gut Sony ein Riecherchen für Singleplayer-Spiele hat, Mhm.
was Live-Service-Spiele mal Helldivers 2 als rausgenommen, was Live-Service-Spiele angeht, ist es ja 'ne Vollkatastrophe bei denen. Also, Ja. das Last of Us Multiplayer gestrichen. Concord, komplettes Fiasko. Wurde extra die Firma eingekauft. Sie haben Bungie eingekauft, um ihnen bei Live-Service-Spielen zu helfen. Dann kommt so 'ne Scheiße bei rum. Also, ich weiß nicht. Ja, ich muss mich so ein bisschen an Amazon gerade denken, die einfach 'n Riesenbatzen Geld in die Hand genommen haben und Spiele machen wollten. Das ist in die Ja. Hose gegangen und hier war es so, dass Sony einfach Geld draufgeschmissen hat und gesagt hat: „Ja, wir wollen jetzt, Multiplayer-Service-Games machen.“ Irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Projekte angestoßen und bisher ist noch wenig kleben geblieben. Ja, und Helldivers 2 war ja nicht mal 'ne Produktion von Sony. Ne, Die ich wollte sind grad ja sagen, nur das war nicht Teil dieser ja, Offensive. das war tatsächlich da auch einfach nur Glück und alles, was Sony tatsächlich in diese Richtung macht. Ich meine, wie gesagt, es steht für sich alleine schon, dass sie Bungie eingekauft haben, damit Bungie Sony unterstützt bei Live-Service-Games. Und dann Da kommt wundert man sowas sich bei auch nicht, wie raus. Concord geworden ist, ne? Da muss man sich halt Ja. auch nicht wundern, wenn man sich diese Expertise holt, und dann für das Geld. Wie viel war das? Ich glaube, Bungie allein irgendwas 4 Milliarden um den Dreh? Da muss ich jetzt auch Wahnsinn. nachgucken. Ist nicht sehr wenig gewesen, ja. Ja, nur für eine einzige Firma und dann ja sogar, dass sie nicht mal exklusiv für Sony produzieren. Also, Ja. weil Bungie hatte ja dann diese Klausel, dass sie bestimmen, auf welchen Plattformen, also, dass sie auch Xbox beliefern dürfen und so. Ja. Wahnsinn. 3,2 Milliarden Euro beziehungsweise Okay, 3, 3,6 ja. US-Dollar, Milliarden Ah ja, US-Dollar. okay. Ja, ich hatte irgendwas um die 4 im Kopf, ja. Ja. Also, irre und keine Ahnung was. Ja, Concorde hat wie lange gehalten? Eine Woche oder so, ne? Ja, das das war ja, also ich fand, das war ja noch das größte, ähm, ja, der größte Bringer, dass sie tatsächlich noch, ja gut, die waren produziert, die CDs und so weiter. Es war ja schon viel zu spät, da noch die Reißleine zu ziehen. Aber, ich hätte es, glaube ich, einfach laufen lassen und keine Ahnung. Das fand ich sehr eigenartig, dass das noch offiziell rauskam und dann eingestellt wurde. Ja, Ja. also, ich weiß auch nicht, was sich Sony davon versprochen, also, was der Plan dahinter war. Also, sie hätten's, glaube ich, tatsächlich einfach killen sollen. Es hätte sie im Endeffekt weniger gekostet. Ich weiß nicht, ob sie gedacht haben: „Ah ja, vielleicht wird's doch 'n Überraschungserfolg.“ Ich meine, es war jetzt per se kein schlechtes Spiel. Es war einfach nur 'n Spiel, was viel, 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 viel zu spät kam, keinerlei Alleinstellungsmerkmal hatte, Ja, eben, es war ne, more of the und same halt. ja, ja, genau. Also, und es gab halt keinen Grund, denn es ist ja jetzt nicht so, dass das Schlimmste, also, es war jetzt kein E.T. oder sowas, was einfach ein schlechtes Spiel war, sondern es war halt einfach ein unglaublich langweiliges, mittelmäßiges Spiel ohne Alleinstellungsmerkmal. Ja, und Und im Verhältnis zu den Produktionskosten einfach völlige Katastrophe. ja, Wenn man überlegt, wie lange das Ding in der Entwicklung war und wie viel Geld das gefressen hat. plus den Kauf des Studios. Ja. Das ging fast in den Ja. Milliardenbereich. Mit dem Kauf, wohlgemerkt, ne? Aber Ja. vielleicht können sie es Ab noch 2, dreimal releasen, wie Amazon ihren MMO-Titel. Ja, und wieder New World veröffentlichen ist und gar nicht wieder so einstellen. schlecht. Ich habe New World immer mal gerne gezockt, ja, will ich nur anmerken. Das ist im Gegensatz zu Concord keine Totgeburt. Es hat eine kleine, aber beständige Fanbase. Aber ich Das bin sowieso stimmt. mal gespannt, wie sich die ganzen Service-Games, gerade sowas in den Shooter-Bereich, ich stecke da nicht besonders tief drin, weil das nicht meine Spiele sind, aber ich versuche das immer ein bisschen zu beobachten und das ist so alles ein Einheitsbrei, abgesehen von so ein paar wie Overwatch oder sonst was von den großen Dingern. Alles, was jetzt so nachkommt, habe ich immer das Gefühl, das ist so ein, ja, Me-Too-Spiel. Ja, Also, so die ganzen Hero-Shooter und weiß ich nicht. da kannst du nur noch Da fällt es bestehen. Ja. mir Sowas wie mit Marvel's Rivals, wenn du halt eine Marke dahinter hast, die die Leute ja. anzieht, ne? Also, vielleicht könnte Disney noch einen Hero-Shooter rausbringen, der noch ziehen würde. Also, nicht Marvel, sondern Disney, ne? Disney mit Disney-Figuren. Ich glaube, das war's schon fast, weil dieser Markt ist halt übersättigt auch einfach, ne? Und das Ding ist halt, durch diese Service-Games ist es ja nicht wie früher, wo es kam 'n Spiel raus, dann ist es älter geworden und dann hatte man Lust auf mehr, sondern es wird ja gefüttert, die Leute sollen ja bleiben. Ja. Dadurch es steigt ja nur die Konkurrenz, ne? Es ist ja kein Auf und Ab oder so, sondern es bleibt die ganze Zeit bestehen. Und ja, deswegen, das meinte ich auch mit, es kam viel, viel zu spät. Also, keine Ahnung, vor 5 Jahren hätte Concord vielleicht noch irgendwie 'ne Chance gehabt, aber heutzutage Ja. kannst du vergessen.
Also deswegen, wenn ein Live-Service-Game nicht unbedingt irgendwas komplett, also unabhängig vom Hero-Shooter, ganz, ganz allgemein, wenn das nicht irgendein super krasses Alleinstellungsmerkmal mitbringt oder eine starke Marke, hast du keine Chance im Ja. Live-Service-Markt. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, der Look an sich von Concord fand ich jetzt eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht. Ähm, Also ich habe nur diesen Teaser-Trailer Cinematic sorry, nicht von gesehen. Concord, von Marathon. Achso. Siehst du, da haben wir schon wieder schon Ja. verwechselt. Ich meinte von Marathon. Ich meine, klar, das reicht ja als Alleinstellungsmerkmal nicht, um Ja. dich da durchzusetzen, aber an sich fand ich den Stil ziemlich cool. Ein bisschen Wipeout hat mich das erinnert, ne? So mit den starken Farben und Geometrien. Tja, keine Ahnung, was aber aus Bungie wird. Ich meine, es ist auch immer die Frage, jetzt trauert man Bungie hinterher. Die haben mal Halo gemacht und was ist nur passiert, aber wie viel Bungie ist es halt wirklich noch, die damals Halo und so weiter gemacht haben? Das muss man ja auch mal Die meisten sind wahrscheinlich nicht mehr betrachten. dabei. Ja. gehe ich auch von aus. Deswegen, also da bin ich tatsächlich nicht so traurig. Also ich bin auch nicht so der Größte. Ich habe Destiny 1 ein bisschen gespielt, war gut, aber hat mich auch nicht so geflasht, um ehrlich zu sein. Ja, die letzten Jahre hat sowieso gezeigt, ist immer ein bisschen schwierig, Fan von irgendeinem Entwicklerteam zu sein. Ja, dann wird irgendeine Schublade aufgemacht und irgendwas wird gefunden und die Skandale der letzten Jahre haben es gezeigt, das ist schwierig. Ich bin aber tatsächlich von einem Studio-Fan, Obsidian. Weil Obsidian liefert. Obsidian ist verdammt nochmal der Packesel oder das Ziehpferd, Produktionspferd von Microsoft. Das ist unfassbar, was Obsidian abliefert und in der Qualität. Ich meine, ja, Evolved hatte ein bisschen die Kosten davon getragen. Das hat man gemerkt, dass sich Obsidian ein bisschen übernommen hat. Aber meine Güte, Obsidian liefert einfach trotzdem. Und ich freue mich so auf fucking Outer Worlds 2. Ich liebe es jetzt schon. Ich kenne das Spiel nicht, aber allein dieser erste Trailer, der einfach nur so bescheuert blöd war, wo sie gesagt haben, wir haben übrigens gar nichts, aber wir labern trotzdem ein bisschen wild. Ich habe es geliebt. Ich habe auch den Humor von Outer Worlds 1 geliebt. Aber das ist ja das, was Dennis gerade sagte, ne? Also, ja, man freut sich so ein bisschen auf die Titel, aber dann holen sie irgendwas aus der Schublade raus und dann kommt hoffentlich nicht, aber es kann natürlich sein, dass Outer Worlds 2 rauskommt und es ist einfach nur Kacke. Ja, oder es ist ein gutes Spiel und dann stellt sich raus, es ist unter den übelsten Bedingungen in Crunch-Phasen zurecht gebastelt worden. Keine Ahnung, natürlich wollen wir das nicht hoffen, aber deswegen, das ist immer so ein bisschen Ja, mittlerweile mit kann man sich Vorsicht zu halt nicht behandeln. mehr sicher sein. Nö, das ist Aber, halt. aber was zum Beispiel Obsidian, klar, wir sind Außenstehende, wir wissen es nicht, aber allein sowas wie damals mit Pentiment sieht aber für mich schon aus da sind auch Leute einfach mit Liebe immer noch für Videospiele in dieser Firma, die sich auch durchsetzen dürfen und können. Ja, das hat für mich Pentiment vor allem gezeigt. Pentiment, immer noch hier Empfehlung, spielt Pentiment, Leute. Das ist so ein geiles Spiel. Ja, und so mit so viel Liebe gemacht von 10 Leuten aus Obsidian. Die haben gesagt: „Ey, wir haben da voll die geile Idee.“ Hat Microsoft gesagt: „Macht doch, was ihr wollt.“ Haben sich da 10 Mannequin hingesetzt für 2, 3 Jahre oder so und ein richtig geiles quasi Point-and-Click-Adventure rausgeholt mit einem so hammermäßigen Art-Design, was halt auf diese Epoche angelehnt ist und so. Ja, geil. Und allein, dass sowas existiert, zeigt für mich aber schon, so schlimm kann es da hoffentlich nicht sein. Ja. Ja, apropos Vorfreude, wie sieht's aus? Vorfreude auf Anno habt ihr? Seid ihr Anno-Spieler? Ja. Ja, Oh, da wird und nein. geseufzt. Ich dachte, Michi, gerade du. Ja, ich mag Anno. Ich habe fast alle Titel gespielt von Anno, aber ich glaube, die letzten 2 haben es mir gar nicht so angetan. Da war auch nicht mehr so wirklich viel drin. Ich glaube, der vorletzte Titel, der Multiplayer, war auch super schlecht gemacht, muss ich sagen. Also, ich hoffe, dass es wird besser jetzt in dem. Ja, Also ich bin mal gespannt. Also Anno 1800 habe ich ein bisschen angespielt. Lass es vielleicht 10 Stunden sein, was in dem Spiel ja gar nichts ist. Und wenn, dann bin ich auch eher der Schönbauer und lass mich mal hier in meinem Baukasten machen. Ansonsten bin ich ziemlich raus da. Aber die Screenshots und ja, sieht bis jetzt gut aus, was da so rüberkommt. Gefällt mir optisch auf jeden Fall sehr gut.
Ja, also ich mag Anno, ich habe die alten Teile auch immer mal gespielt, Anno 1800. Also, ich fand die Zukunfts-Annos nicht so gut. Mhm. Ähm, und Anno 1800 fand ich, ist einfach, perfekt geworden. Ich wollte grad sagen, ich habe gar nicht so viel Zeit reingesteckt und für 'n Anno-Spiel habe ich nicht viel Zeit reingesteckt. Ich habe nämlich auch nur 110 Stunden, aber das ist halt für 'n Anno-Spiel nicht viel, weil, tatsächlich Anno, das ist, ich glaube, diese 110 Stunden ergeben sich aus 2 Spielanläufen oder 3 Spielanläufen, immer wenn 'ne Season, ich bin mit Season 2 eingestiegen und ich glaube, ich habe immer, wenn eine Season durch war, einen Anlauf von 'n paar Stunden gemacht, auf sehr einfach gespielt, damit ich auch den Content alles sehe und so. Und ich glaube, der erste Anlauf war dann irgendwie so 20 Stunden, dann kamen 30 Stunden und der letzte mit allen Seasons waren 50, 60 Stunden oder so was, ne? Also, da hat sich das dann, zusammengehäuft. Aber ich bin auch mehr der Schönbauer. Ich modde mir das auch 'n bisschen einfacher, das Spiel, weil bei mir ist Anno Herausforderung, geht's nicht drum, sondern ich liebe es einfach, ganz viele Inseln zu besiedeln und Schiffe hin und her zu schicken und sieht Mhm. schön aus und so, ne? Ja, okay, da sind wir auf einer Wellenlänge. Ja, Also, da Ja, habe ich auch eher, meinen Reiz dran. ja, competitive und Aber spiele ich bis das auch jetzt sind nicht. die bis jetzt sind die Stimmen eigentlich relativ positiv. ja. Und sie haben jetzt die ersten zum Technical Test eingeladen und, ich habe auch schon mal in GameStar Podcast reingehört. Die waren alle ganz gut angetan. Und es gibt endlich Vanilla diagonale Straßen. Die musste ich mir Ja, das modden habe bei ich auch Anno gehört, wie sie das 1800. gefeiert haben. Verdammt noch mal diagonale Straßen. Ich liebe es. Ja, ich habe mir die bei Anno 1800 schon reingemoddet. Ich weiß nicht, warum es die nicht gab, weil gerade Anno 1800 war ja eigentlich vom Setting perfekt mit diesen, ne, mit diesen Städten dann schön diagonal auch. Gab's nicht, gab's zum Glück als Mod und jetzt gibt's das auch endlich, standardmäßig ohne Mods. Ja, es war ähnlich wie damals bei City Skylines, ich glaube mit Kreisverkehren. Ah, ne, City Ja. Skylines 2 hat die Kreisverkehre eingeführt, das haben sie auch alle super gefeiert. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, weißt du? Aber ne, ich finde das Setting cool, das Ja. römische Setting. Ich bin mal gespannt mit diesem, dass du ja auch 2 verschiedene Leute unterstützen kannst, die dann später über das Römische Reich herrschen, oder du kannst auch 'ne Revolution anzetteln. Also, ich finde, dass sie auch abseits vom Bauen so 'n bisschen spannende Elemente mehr reinhauen. Bei Anno 1800 zum Beispiel, die Geschichte, die habe ich nicht mal mit der Kneifzange angefasst. Das war mir so was von absolut vollkommen egal. Und Anno 118 interessiert's mich zumindest mal, dass ich mal 'n Blick riskieren werde in die Story. Ja, das Setting ist halt auch wunderschön. Also, die Inseln, da hast du schon direkt Bock, einfach da 'ne schöne Stadt zu bauen und, ja, Komm das mal sieht her einfach jetzt. geil aus. Katzenalarm. Nervensäge. Michi kämpft auch mit der Belagerung. Ja. Ja. Ja, was mir nicht so gefällt, ist mehr Fokus auf Schlachten. Interessiert mich Ja, hat muss mich in man 'nem Anno sehen. nie interessiert. Es gab ja vorher schon, Schlachten auf den Inseln bei den älteren Anno-Teilen. Fand ich immer unnötig. Aber gut, kann man wahrscheinlich ausstellen, notfalls rausmodden, dass es nicht passiert. Bei Anno 1800 kannst du auch komplett ohne jegliche kämpferische Tätigkeit das Spiel spielen und wem's Spaß macht, soll er's haben. Also, ich beschwere mich jetzt nicht, dass es grundsätzlich existiert, solange es nicht verpflichtend ist. Da hatte Kira sich ja mal beschwert bei den modernen Anno-Teilen, dass du Mhm. diese Schiff-Missionen, wo du kämpfen musst, dass die nicht optional sind, weil du ja nur einen Story-Modus hast und keinen klassischen Endlosmodus. Wenn das kommt, bin ich auch nicht so begeistert. Wenn das eine Option ist, dann macht, was ihr wollt. Ja, ich glaube, das ist so ein Ja. bisschen, den Mittelweg, den sie da finden müssen, was die Fans angeht. Das ist jetzt außenstehend so mein Eindruck, den ich immer habe. Wer da lieber Rundenstrategie hat, beziehungsweise, ja, Echtzeitstrategie in seinem und ich finde, gerade so in der letzten Zeit haben sich halt so viele, von diesen schönen Bausimulatoren entwickelt und Parksimulatoren und so weiter. Und dieser ganze Cozy-Aspekt in diesen Spielen ist immer größer geworden. Ja, aber klar, ich meine, wenn man das optional macht, ist es natürlich perfekt. Michi, wolltest du noch was? Du hast Nö. eben angesetzt. Nö. Okay. Also, eigentlich schon, aber ich habe es direkt wieder vergessen. Okay, vergessen ist nicht schlimm. Du sollst es nur nicht verkneifen. Wir wollen die Hot Takes. Aber so im Großen und Ganzen, also für mich, ich freue mich, sieht gut aus. Und Anno ist zumindest auch eine relativ gute Konstante von Ubisoft. Ist natürlich auch ein deutsches Spiel, muss gut Ja. sein.
In Mainz wird es, glaube ich, programmiert, ne? Ja. Mainz müsste es sein, ja. Ähm, Ja, deswegen ich bin da noch mal gespannt, wie es international so ankommt. Also, ich glaube jetzt durch, Anno 1800 und den großen Erfolg und und ich glaube, das Setting könnte auch international ansprechen. ja, und, Linus, also Linus Sebastian von Linus, Tech Tips, der ist ja auch großer Anno-Fanboy und pusht das schon. Ah ja, okay. Der hat auch schon so: „Oh, wird das gut? Wird das nicht gut?“ Ist so, weil er kommt auch immer so mit: „Oh, ich liebe ja Anno, die Anno-Reihe.“ Ja, und das sollte man nicht unterschätzen. Influencer, ne, und Ja, Linus ja, ist ja auf jetzt jeden nicht Fall. unbekannt. Ja, Das sorgt ja. schon Wollte grad dafür, dass sagen, Leute sich das mal angucken. Was ist denn das überhaupt, was der da so gerne spielt? Weil der das ja. immer in den Himmel preist. Ja, ich meine, er ist jetzt zwar kein klassischer, Twitch-Streamer und Gaming-Influencer, sondern halt, wie gesagt, seine Technikgeschichten, aber der hat halt, schon Reichweite. Das In der auf jeden Fall. Gaming-Sphäre. Stimmt, ja. Ja, ja, trotz dessen, ja. Ja, wer auch viel Reichweite hat, ist Randy Pitchford. Ja, Randy Pitchford hat sich mal wieder zu einer Aussage hinreißen lassen. Langweilig wird's mit ihm auch nicht, aber ich, ja, ist wieder völlig Banane. Er wurde auf jeden Fall angesprochen, bezüglich des Preises von Borderlands 4, was demnächst ansteht. Und, ja, wir haben ja jetzt die ganzen Preissteigerungen in den letzten Monaten gehabt und er wurde dann auch gefragt oder beziehungsweise von einem User wurde gebeten: „Bitte mach kein 80 € Spiel draus.“ Woraufhin er dann meinte, ich mache mal kurz, Zitat auf Englisch: „A, not my call, and B, if you're a real fan, you will find a way to make it happen. My local game store had Starflight for Sega Genesis for $80 in 1991 when I was just out of high school working minimum wage at an ice cream parlor in Pismo Beach, and I found a way to make it happen.“ Und das ist so Ja. die generell frecheste Aussage, die es überhaupt geben kann. Ich meine, wenn wir Todd Howard sehen, von wegen, ja, kauft euch einen besseren PC oder was weiß ich, Blizzard mit, habt ihr kein Handy. You don't Aber have phones? wenn ihr richtige, wenn ihr richtige Fans seid, dann könnt ihr es euch kaufen. Ja, Mir ist schon. hat ja nur noch gefehlt, dass Robert Geißen vorbeikommt und sagt: „Geringverdiener.“ Ja. Die Armut kotzt mich an. Also, es ist schon, also, ich Es weiß ist gar nicht, halt, wow. das ist wirklich mit einer der dreistesten Aussagen, ne? Also, sowas, wie ihr gerade gesagt habt, die anderen Beispiele. Ich meine, die sind auch frech gewesen, aber man konnte sie so ein bisschen nachvollziehen, finde ich zumindest, ne? Mit Blizzard, mit den Phones, ja: „Hey, wir wollten jetzt neue Plattformen erkunden. Ihr wolltet das zwar nicht, aber wir wollten das. Okay, kann man immer nur Ja, da ist ein nachvollziehen.“ großer Markt, da haben wir Äh, Potenzial ne, gesehen. genau so. Und mit Todd Howard, mit dem Computer damals, ja, wir wollten halt was technologisch Fortschrittliches. Ey, ich mag Starfield, aber das war halt trotzdem Quatsch. Aber auch hier, der Hintergrund der Aussage war halt, ja, man muss halt irgendwann mal 'n Generational Leap machen, ne? Aber hinzugehen und quasi wirklich zu sagen, das ist, also, ja, auch wenn du arm bist, da musst du Ja. halt mal, gucken, wo du kommst, ne? Also, weil sonst bist du ja Als kein vor echter allen Dingen Fan. Was willst als du denn echter hier, ne? Ja, Fan, als ja. echter Fan. Also, das ist Ich frage ich frage mich halt, wer den noch irgendwo an 'nen Mikrofon lässt und für diese Firma öffentlich sprechen lässt. Also, wenn man was Das von ist ihm hört, schlimm. ist es halt immer nur solche Dinge und ja. Demnächst sagt er dann: „Ja, lass doch einfach mal dein Kind hungern. Kauf dir einfach das Spiel.“ Ja, ernähr dich Echt? halt von Brot und Salz. Ja, Hauptsache, du kannst das Videospiel kaufen. Vor kurzem dann gab's auch sollen sie doch Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben. ja. Äh, vor Kurzem gab's auch, ich weiß nicht genau, von wem das kam, Moon Studios oder Pirate Division. Da ging's um No Rest for the Wicked Mhm. und die schlechten Bewertungen von, Ach über so. Steam. Und da haben sie auch gesagt: „Ja, wir brauchen die guten Bewertungen, weil sonst schließen wir unser Studio, weil wir kein Geld mehr bekommen. Ich weiß, ich bewerte auch keine Spiele, aber wir brauchen eure Bewertung.“ Das hat ja nicht nur das Ja. Studio gesagt, das hat Thomas Mahler gesagt. Und dieser Typ Ja, ist sowieso 'ne absolute Vollkatastrophe. Also, der wo es tut mir schon in der Seele weh, eigentlich Uri in irgendeiner Form und Weise zu konsumieren und wenn's nur YouTube-Video ist, weil dieser Typ dahinter steckt, weil das ist so 'n
Ekelpaket, ne? Der ist ja auch voll in dieser mehr rechten Szene, was Kulturkampf angeht. Alles Mhm. ist woke und bla bla bla, ne? Diese ganze Mhm. Schmarrn. Und vor allem, und das tut, da bin ich persönlich sauer, er fuckt immer Maurice Weber ab. Und Maurice Weber ist MVP in der deutschen Szene, ja. Also wenn Ja, der hat einer halt ein geil bisschen ist, mehr dann ist Backing. es. Der Maurice ist auch einfach so ein sympathischer Dude, weißt du, dem seine Meinung man sich gerne anhört, und dann kommt so ein Thomas Mahler und blafft den auf Twitter von der Seite an wegen irgendeinem Schwachsinn, weil irgendwie der Maurice Vogue wäre oder sowas. Ich denke mir so: „Junge, doch einfach dein Maul." Ich denke mir halt immer, so Leute, also solche Studios müssen doch auch, ich meine, klar, die ganzen Vorstände und CEOs und was nicht alles, die können natürlich mit ihrem privaten Twitter- und X-Account oder True Social-Account raushauen, was sie wollen, gar keine Frage. Aber da muss doch mal so ein bisschen eine Kontrollinstanz dazwischen hängen vom Marketing, den genauso wie mit, das müssen wir mal schneiden. Aha. Wie heißt der Franzose, der immer so viel versprochen hat? Peter Molyneux. Danke. Ja, oh Gott. Bitte nicht. Also, der hat ja Ja, auch 'n Rad genauso, ab. ja, genauso wie mit Peter Molyneux, mit den ganzen Versprechungen, der auch immer, später hat man dann rausgefunden, der hat immer eine Dame dabei gehabt, die so ein bisschen quasi die Leine in der Hand hatte, um ihn wieder davon abzuhalten, irgendeinen Kram zu versprechen, wo dann das Team zu Hause sitzt, 2 Wochen vor Release und dann und denkt, scheiße, das ist überhaupt nicht im Spiel, was der Mann da verspricht, das müssen wir noch irgendwie einbauen. Und dann hast du halt solche Aussagen von den Studio-Leads. Äh, keine Ahnung. Ja, vor allen Das Dingen, ist immer sehr, sehr wild. ich verstehe halt nicht, abgesehen von so einer Kontrollinstanz, die müssen doch selber verstehen, dass das halt, okay, PR ist PR, ob gut oder schlecht, aber sei mal dahingestellt, Ja, aber ja. trotzdem, das wirft halt kein gutes Licht auf die. Und Ne. dass sie dann halt Mhm. den Bach runtergehen, ist halt vorprogrammiert bei sowas. Ja, ich meine, du kannst immer eine kontroverse Aussage rausholen, aber es ist halt immer, wie du schon Ja, sagtest, schlechte PR ist auch PR, aber sowas ist halt gerade in der heutigen Zeit echt einfach nur Gift. ja, Es gibt ja definitiv. auch die Gerüchte, dass aufgrund von Thomas Mahler Microsoft ja auch nichts mehr mit denen zu tun haben will. Weil die waren ja eigentlich mit Ori, hat Microsoft das nicht sogar finanziert? Ich weiß grad nicht mehr, die Ja, beiden Spiele. hing da zumindest mit drin. Also die waren Mhm, relativ, also die haben's Publishing gemacht ja. und das Und wurde es jetzt relativ stark als Microsoft-Titel rausgestellt, ja. Ja, und es gibt daher heute auch die Gerüchte, es ist halt natürlich nicht bestätigt, weil klar, im Gegensatz zu Maler ist Microsoft professionell, ne? Und, das aufgrund seiner ganzen Art und dieser ganze also auch das wohl intern zwischen Moon Studios und Microsoft wohl Beef war. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber wenn ein Typ so tickt, kann ich mir das sehr gut Kann vorstellen, ja, kann ich mir ne? auch gut Ich wollte vorstellen. grad sagen, glücklich werden die darüber nicht gewesen sein. Ne. Ja, vor allem Microsoft nicht, die sich sehr stark ja auch, Gleichberechtigung, Inklusion und so was auf die Fahne schreiben, Ja. ne? Kommt dann halt auch nicht gut, wenn man dann mit so 'nem Typen wie dem Maler da zusammenarbeitet. Ja. Ja, aber genau das mit dem No Rest for the Wicked, das war halt auch so. Vor allem, das war so, was ich ja schlimm fand, nicht nur mit diesem ich selber bewerte ja nicht, aber ihr sollt mal bewerten, sondern er hat ja auch richtigen Druck aufgebaut, weil das ist ja 'n Early Mhm. Ja. Access Titel, und er kam mir an und hat eigentlich Druck aufgebaut, gesagt: „Wenn ihr jetzt nicht gut bewertet, ja, dann ist das Spiel tot. Dann kriegt ihr Ja, auch so ein nix mehr." bisschen die Täter-Opfer-Umkehr und quasi die Verantwortung auf die Fans, Ja. beziehungsweise die Kunden abgewälzt, von wegen: „Ja, wenn ihr nicht bewertet, Ja, dann gehen hier die Lichter aus.“ das Vor allen ist Dingen hat schon er's sehr ja Quatsch. später widerrufen von wegen: „Ja, das habe ich nie gesagt." Ja, gibt es Screenshots, aber hey, Ich wollte grad sagen, dumm, dass man dann halt alles das Internet hat dir mal vergisst jemand nicht. gesagt, dass im Internet alles wiederzufinden Ja, ist? Versteht er, wie das funktioniert? Der Typ ist alternative einfach Fakten. Ja, der Typ ist einfach nur, ich frage mich echt, wie nur so 'n Spiel wie Ori dabei rumkommen kann. Das ist schon faszinierend, ob der schon immer so war Ja, oder Ja. ob sich das erst dann gewandelt hat mit der Zeit, ne? Sind ja viele Leute auch während Corona 'n bisschen durchgedreht. Vielleicht war's bei ihm auch so. Wer weiß. ja, wollte grad sagen, wir haben ja auch schon Ja. häufiger gute Spiele gehabt, wo sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, dass die Bedienungen völlig Banane waren und dann halt trotzdem gute Spiele rauskommen. Dann muss man sich halt immer fragen: Unterstütze ich das noch? Und ich meine, das muss jeder persönlich für sich selber Ja, abwägen. Ja, klar. Meistens erfährt man es ja dann auch leider zu spät im Nachhinein, wenn sich das Spiel schon
zig Millionen Mal verkauft hat. Ich meine, gutes Beispiel für gutes Spiel oder gute Spiele, aber richtiger Art, der dahinter steht, ne? Kingdom Come. Der Wafra, der auch Mafia gemacht hat, der macht super Spiele. Das ist so ein Arschloch, so ein Ja, das egomanes ist Arschloch. ja ein komplettes Fähnchen im Wind. Nee, Jetzt, der ist kein Fähnchen im Wind. Der ist einfach nur, er hat recht. So, beim ersten Teil war die linke Bubble ein bisschen angepisster und er stand da, ich habe recht. Erst beim zweiten Teil war die rechte Bubble ein bisschen angepisster und er steht immer noch da, ich habe recht, weil der ist nicht mit Fähnchen im Wind. Er ist einfach der Wind für sich selber. Der ist so egoman, aber er macht gute Spiele. Das ja, will wie ich ihm gesagt, nicht absprechen. ich finde das auch immer ein bisschen schwierig abzuwägen, ist wahrscheinlich mal ein Podcast für sich. Bei so einem Team, wenn man weiß, dass da eine Person ist oder lass es eine Handvoll, wenn wir jetzt mal von einem 100-Mann-Team ausgehen und da sind 10 dabei, wo du weißt, die sind völlige Kanone, weil so irgendwelche Aussagen auf Twitter raushauen oder sowas, ist halt trotzdem noch 90% des Teams, die vielleicht in Ordnung sind und am Ende kommt ein gutes Spiel raus. Dann hast du halt ja noch einen Großteil, die da in Ordnung sind. Wenn du jetzt natürlich einen Einzelentwickler hast, dann ist das schon wieder eine ganz andere Nummer, Also, finde ich. Und da kann Ja. man auch über, es ich jetzt ko sag mir Das kein Beste, Boykott, aber dann ja, ist es halt anders abzuwägen. das beste Beispiel ist ja Harry Potter, das letzte Hm. Spiel, was rausgekommen ist. Auch kontroverse, alle wollten es boykottieren, aber Ja, es hat sich trotzdem sehr, sehr gut verkauft und es war eigentlich auch ein ganz okayes Spiel. Also, ja, und vor allen Dingen hatte es ja Aspekte drin, die eigentlich Joanne K. Rowling vorgeworfen wurde, gerade was Gender angeht und Feindlichkeit und so weiter. Das hatte das Spiel ja eben nicht, sondern das war ja relativ progressiv in der ja. Hinsicht. Und das Team konnte ja nichts für die katastrophalen Aussagen und mhm. Einstellungen von Joanne K. Das Rowling. Genau. das Problem bei der Rowling, aber ganz kurz noch ein Thema wegen mit dem, wenn ein Teil der Leute, also, ich finde bei Sachen wie 'n Wachfrau oder 'n Maler, das ist halt sehr direkt, weil das sind halt die Chefs. Ne, Ja, die haben schon. das Sagen, deswegen wie gesagt, beim Wafra, der Wafra ist halt Egoist, ne? Chaot, ja. Er ist der Geilste. Er macht gute Spiele, aber auch so was, wie er damals die Mafia, das Remake, angehauen hat, weil er ist halt der Geilste. Es kann ja nicht sein, dass jemand seinen Wert mit, ne? Aber deswegen, ich finde ihn nicht schlimm, man kann da bedenkenlos kaufen. Es ist halt nur lustig, wie so 'n Typ drauf ist. Aber er macht gute Spiele. Bei Hogwarts Legacy, finde ich, war die Diskussion ja schon komplexer, weil man hat ja dem Team nichts vorgeworfen, sondern die Diskussion, warum man es nicht kaufen sollte, war ja, dass die Rowling Geld ja dafür bekommen hat, Vergangenheitsform. Die Ja. Frage war jetzt, wenn wir das jetzt kaufen als Harry Potter-Fans, weil die Harry Potter-Fans, ich bin selber Harry Potter-Fan, wir sind in einem sehr großen Zwiespalt, weil einerseits haben diese Bücher, eben Gleichheit, Inklusion und sowas gepredigt, ne? Jeden so akzeptieren, wie er ist, und andererseits hast du eine Rowling da sitzen, die ja so unfassbar transphob ist und das ist der Knackpunkt, sehr viel ihrer Mittel in, auch Institutionen und Meinungsmacher und sowas steckt, die aktiv gegen die Rechte von Transmenschen agiert, und das war ja die Diskussion eigentlich. Es ging ja Ja. weniger um das Spiel selber, sondern ist es okay, als Harry Potter-Fan, der aber jetzt nicht transphob ist, dieses Spiel zu kaufen, weil dadurch nicht unbedingt die Rowling direkt finanziert wird, weil sie hat das Geld ja schon bekommen durch die Lizenzierung, sondern Mhm. indirekt, weil Harry Potter auch noch mal 'n Markenschub bekommt, weil dann vielleicht ein zweites Spiel kommt, wofür sie wieder bezahlt wird und so. Das ist 'n Es werden auch sehr garantiert nochmal Bücher verkauft. ja, das Mhm. meine ich ja mit dem Markenschub, ne? Ja, Und ja. das Also, klar, indirekt verdient sie trotzdem dran, das ist genau. gar keine Ja, klar. Frage. Und das war ja eigentlich so diese Diskussionsgrundlage und gar nicht so sehr das Spiel selber. Es gab 'n paar Leute, Ja. die haben dann angefangen, auch wieder Sachen da so rein zu interpretieren. Da sage ich auch: Mhm. Das glaube ich jetzt wirklich nicht." Und diese Frage: „Kaufe ich das Spiel oder nicht?", fand ich sehr interessant. Wie weit geht man auch für die eigenen Überzeugungen, dann sowas zu boykottieren? Weil gerade für Leute in unserem Jahrgang oder meinem Jahrgang, ich bin ja noch mal 'n bisschen jünger, ich bin ja sehr direkt mit Harry Potter aufgewachsen, weil als der erste Film rauskam, war ich genau 11 Jahre alt und jedes Jahr kam ja 'n neuer, ne? Da ist auch sehr, sehr hohe Identifikation und das tat damals schon massiv in der Seele weh, wo Rowling dann so abgegangen ist, und das geht dem Großteil der Fans so. Also, es gibt ja auch viele Transmenschen, die Harry Potter verteidigen, aber nicht die Rowling, und sagen, sie hat nicht das Recht auf Harry Potter, was schon existiert und was uns gut getan hat. Ja, also sie wollen sich quasi Harry Potter zurückholen. Aber
es gehört halt der Rowling. Es ist sehr, sehr komplex. Mhm. Ja. Gut, Ja, aber wir machen haben wir über Randy weiter. Pitchford Was? gesprochen. Ganz kurzer Abschlusssatz. Der soll die Schnauze halten. Ja, danke. Ich bin gespannt, wer der Nächste sein wird, der irgendwas raushaut. Ja. Die haben wir doch eigentlich schon, ne? Ja, von mir aus kannst du gerne weitermachen. Ja, Dann ziehen wir das schnell vor. Frank Azor, ne? AMD. Ich werde ihn jetzt auch mal zitieren, weil ich finde, ich habe ja auch festgestellt, ich habe tatsächlich ein bisschen anderen Blick als ihr, aber da können wir jetzt gerne drüber sprechen. Aber was hat Frank Azor gesagt? Daraufhin, dass jetzt die 9060, war das die XT oder ja, 9060 XT von AMD angekündigt wurde mit einer 16 und einer 8 GB Variante. Und die 8 GB Variante, ja, ist ja nicht mehr so gut. Ne, kam von ihm, dass ein Großteil der Spieler ja immer noch auf 1080p spielen und gar nicht mehr als 8 GB Speicher brauchen. Und die meisten die meisten Spiele, die weltweit gespielt werden, sind E-Sport-Titel. Und wir würden das ja nicht bauen, wenn es dafür keinen Markt geben würde. Und wenn 8 GB nicht das Richtige für dich ist, dann kannst du dir 16 GB Version kaufen. Die gleiche GPU, keine Kompromisse, nur Optionen beim Speicher. Und mich hat das unfassbar aufgeregt, weil ich finde, er macht sich das hier sehr, sehr einfach, zu sagen, dann kauft euch doch einfach die 16 GB Variante. Aus einem ganz einfachen Grund. Es geht ja nicht nur darum, wir als, ich sag mal, informiertere Käufer, wir wissen das. Und ich glaube auch keiner in den Sphären von Leuten, die sich mehr mit Gaming und Technik auseinandersetzen, wird diese 16 GB Variante kaufen. Was ich hier sehe, ist, das ist eine richtig schöne Falle für Leute, die es nicht besser wissen, und das ist nicht böse gemeint, sondern Leute, die mit dem Hobby neu anfangen, Eltern, die für ihr Kind einen Computer kaufen wollen, Pre-Build oder sowas. Und man hier wieder hingeht und und das hasse ich ja, die gleiche Benennung von der Grafikkarte mit diesem Unterschied, der einfach immens ist. Und dann werden da wahrscheinlich 9060 XT Grafikkarten verkauft, die dann aber die 8 GB Variante sind, und dann gucken die Leute in die Röhre, die es nicht besser wissen. Und das ist, finde ich, auch einkalkuliert. Das hat Nvidia, zieht das schon länger ab, und AMD kommt jetzt auch auf diese Schiene. Und ich finde das unfassbar dreist zu sagen, erstens, die meisten Leute, die spielen ja eh nur in Full HD, da brauchst du nicht mehr als 8 GB, was halt Quatsch ist, ne? Genauso wie mit dem, ja, es wird ja am meisten E-Sport gespielt, was ist denn das? Ja, dann kann ich auch sagen, ja, die Leute spielen ganz viel Switch. Ja, dann brauchen wir ja keine Switch 2. Also die Switch 2 ist genauso stark wie die Switch, die Leute sind ja zufrieden damit. Es ist halt die gleiche Logik, und da kriege ich einen Hass, Entschuldigung. Ja, also theoretisch hat er ja, also meiner Meinung nach hat er ja recht, wenn du weniger brauchst, kannst du auch die kleinere Variante kaufen. Andererseits gebe ich dir natürlich da recht, wenn du Leute hast von wegen, ja, aber die ist ja billiger, dann nehmen wir doch die und keine Ahnung haben, was sie da eigentlich wirklich kaufen, weil sie Dann sich noch die Ja. gleiche nicht wissen, wo Benennung. sie sich informieren sollen. Ja. Dann Ja, Ja. Ja, da sehe ich auch so ein bisschen das Problem, dass die Benennung gleich ist. Und wenn man jetzt gerade, wo du sagtest, Prebuild-Rechner hat, was weiß ich, von, blöd gesagt, Mediamarkt oder sowas, und da ist diese 9060 XT drinne und es ist nicht genau benannt. Jetzt ist natürlich die Frage, die Leute, die ein Prebuild kaufen, könnten die einen Unterschied machen, wenn hinter dem Namen 8 GB oder 16 GB stehen würde. Das Nein. wäre natürlich, ihnen wird zumindest die Information gegeben, aber ob die Leute, die dann solche Rechner zusammengestellte kaufen, auch den Unterschied ausmachen können, ist halt die Frage. Klar, schöner wäre es, wenn das Ding einfach eine andere Benennung hätte Ja, oder mit Super genau dahinter das. oder sowas. Dann könnte man eine gescheitere Entscheidung treffen. An sich finde ich das an der Aussage, klar, der erste Teil von wegen, ihr braucht nicht mehr, ist Quatsch. Ja, im Moment, ist ja eine Momentaufnahme. Sind viele Leute noch auf 1080p unterwegs, und vor allen Dingen hatten wir halt auch während Corona den Wahnsinnspreisanstieg von Grafikkarten. Das hat ja einen Grund, warum noch viele auf 1080p und relativ schwachen Grafikkarten zurzeit unterwegs sind, weil halt die Dinge auch einfach so arschteuer geworden sind. Und es ist einfach nicht besonders zukunftsweisend für mich jetzt zu sagen, ja, die brauchen ja nicht mehr. Die Leute haben jetzt 8 GB, aber die Spiele werden anspruchsvoller und es ist halt nicht besonders zukunftsorientiert. Ja, sie haben die 16 GB Version, das ist eine Option, aber der erste Teil von wegen, die Leute brauchen nicht mehr, ist halt ein bisschen quatschig. Da muss ich dir zu Recht zustimmen. Ja,
Und was halt dazu kommt, ist 8 Gigabyte ist halt auch nicht mehr ausreichend. Ja, wenn wir von E-Sports-Titeln reden, okay, ne, also wirklich Titeln, die auch auf jeder Kartoffel laufen sollen, damit möglichst viele Leute spielen. Okay, geschenkt. Aber die Spiele werden sehr anspruchsvoll, auch dank UE5. Und UE5 ist natürlich insofern ein Heilsbringer, als dass es für die Entwickler einfacher ist, auch schöne Spiele zu machen, aber es ist halt auch sehr fordernd in der Leistung. Und du merkst bei UE5-Spielen, auch sag schon, bei Full HD, die 8 Gigabyte reichen einfach nicht mehr teilweise. Ne? Also da wo dann schon die Texturen automatisiert von UE5 runtergestuft werden und so. Das heißt, du hast sogar eventuell dieselben Frames wie bei der 16 Gigabyte Variante dieser Karte, aber du hast eine schlechtere Qualität, was sich dann auch in den Messungen aber nicht wiedergibt, weil einfach UE5 so intelligent ist und dir das runterhaut, das Texturstreaming und sowas. Ne? Und das ist halt, also es hätte wenigstens mal eine 12 Gigabyte Variante sein. Also ich weiß nicht, wo das bisschen, ich meine 8 Gigabyte, wir hängen seit über 10 Jahren auf 8 Gigabyte Karten. Da gab es schon, Ja. vor 10 Jahren gab es schon Einsteiger-Grafikkarten mit 8 Gigabyte. Ich weiß nicht, was dieser unfassbare Geiz soll. Ne? Also auch bei den, ich meine, erinnert ihr euch noch an die 3080 mit 10 Gigabyte? Ne, also und AMD stand eigentlich immer für, okay, wir geizen aber nicht bei RAM. Immer. Ne? Sie haben, jetzt sind sie am Aufholen mit ihren Grafikkarten und hauen direkt in die Scheiße, indem sie ihre ganzen Prinzipien, die sie vorher gemacht haben, mit wir sparen nicht beim VRAM und sowas, wir hauen nicht zu hohe Preise. Jetzt gehen sie die gleiche Preiskategorie wie Nvidia mittlerweile und machen den gleichen Scheiß mit dem RAM, um wirklich noch so ein bisschen Geld zu sparen und die Leute noch ein bisschen zu verarschen. Weil ganz ehrlich, diese 9060 XT mit den 8 GB, die wird vor allem in irgendwelchen Prebuilds verkauft werden. An Leute, die es nicht Sehr besser wissen. Und wahrscheinlich, ja. das regt mich einfach auf. Aber ist halt auch, was Nvidia auch macht mit ihren Grafikkarten jetzt, Ja, auch ja. klar, die haben jetzt 10, 20, 30% mehr Performance, aber trotzdem, auf die Schiene mit den ganzen Fake-Frames, ist, Mhm. Das ist ja, genau der gleiche Müll, ja. Also, ich meine, wir können auch gerne über Nvidia reden, also dann lästere ich noch länger ab, ne? Mich regt's halt bei AMD auf, dass sie den gleichen Scheiß wie Nvidia abziehen. ja, genau. Jetzt, wo es ihnen wieder besser geht, wo sie mal aufgeholt haben, fangen sie mit dem gleichen Müll wie Nvidia an. Was sollen das, Leute? Wirklich, also und das verstehe ich einfach nicht. Deswegen, ich sehe schon schwarz für, was die CPUs angeht. Weil die AMD wird schon wieder viel zu cocky. Ja, aber Intel kommt sowieso nicht aus ihrem Loch raus. Nee, Also können sie sich Das Zeit auch. lassen. weiß nicht. Ja, aber vielleicht sorgt es auch dafür, dass Intel wieder eine ordentliche Alternative. Das ist immer so ein Hin und Her, ne? Weil da wird der eine Ja, wieder mächtiger und wird dann wieder ein Ja, ja. Arschloch und dann Also wird der andere nachholen und wobei, besser das. allgemein ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn es mehr Mitspieler gibt. Das bietet halt mehr Anreiz, Wobei- sich zu überbieten, ja. GPU-seitig Nvidia ja Intel CPU rausbringen, beziehungsweise rausbringen will. haben sie ja aber nur als SoCs für Mobile wie der Tegra und so. Nee, sie wollen richtige Desktop-CPUs Echt? rausbringen. Ja, bin ich mal Mhm. gespannt. Bin ich auch gespannt, wie sie das machen wollen. Ja, kann ich bestimmt. Also, die werden wahrscheinlich auf den ARM-Zug aufspringen. Ja, ich glaube, für Risk 5 ist noch keiner so richtig bereit, obwohl es schon bereit ist, aber okay. Aber ja, ich meine, Intel, GPU-seitig läuft ja gut. Also ich finde, Intel ist hier noch ein Hoffnungsschimmer tatsächlich, gerade was Einsteigerkarten angeht. Ja, und die haben es verstanden mit dem RAM. Ja. Da gibt es 12 Gigabyte. Weiß halt nicht, was das soll. Kommt, Leute, 12 statt 8. Warum ist 12 nicht die neue Baseline? Warum weigert man sich so sehr? Ich verstehe es nicht. Na gut, wollen wir weitermachen. Ja. Ich hätte noch eine News, leider ein bisschen schade, finde ich, weil ich mit den Jungs echt groß geworden bin seit Giga. Game 2, der Nachfolger von Game 1, den ihr vielleicht von MTV kennt. Ich sag mal so, die GameStar hat gesagt, das ist Schluss. Das ist so, glaube ich, nicht ganz richtig, weil es ist zumindest so, dass sie einen Vertrag mit ZDF Neo hatten und der läuft jetzt aus. ZDF Neo hat das Ganze finanziert. Und ja, der Vertrag ist jetzt ausgelaufen nach 382 Folgen und am 3. Juli ist dann tatsächlich Feierabend, zumindest was ZDF angeht. Die sind gerade dabei, einen anderen Produzenten zu finden, einen anderen Geldgeber zu finden. Es ist natürlich alles in der Schwebe und sieht nicht besonders gut aus. Es wird aber das Nötigste getan, das noch irgendwie weiterzuführen. Aber das ist zumindest der Stand gerade und
auch wenn ich finde, dass es in den letzten Jahren so ein bisschen gleichförmig geworden ist, das Format, wäre es schon sehr schade, weil ich finde, es war ein cooles Team, auch jetzt seit den letzten paar Jahren mit neuen Mitarbeitern, die man liebgewonnen hat und die coole Sketche gedreht haben zwischendurch. War immer noch eine gute Bereicherung, auch wenn jetzt der investigative Journalismus da jetzt nicht der größte war. Es war halt eine coole Spaßveranstaltung hauptsächlich Ja. und hat aber auch, finde ich, durch das ZDF, einfach weil die das in der Mediathek hatten, das schön in die breite Masse getreten, das Gaming-Thema. Und das ist jetzt genau die Argumentation, die ZDF anführt, dass es wohl zu nischig geworden ist und dass sie da keinen Markt mehr sehen. Michi, du warst erst. Ja, also von meinem Standpunkt aus muss ich sagen, ich dachte, dass Game 2 nicht wirklich existierte, dass es nach Game 1 schon Schluss war. Aber generell habe ich auch nicht mehr wirklich das verfolgt, nachdem Giga leider Schluss gemacht hatte. Giga habe ich sehr, sehr gerne geguckt, das war super. Und, aber Game 1 war dann irgendwie nicht mehr so meins. Und Game 2 wusste ich, existiert überhaupt nicht für mich. Also, und Ich glaube, den Absprung haben viele dann nicht bemerkt. ja. Und ich muss sagen, ich finde das ein bisschen komisch, dass ZDF da sagt, ne, das lohnt sich für uns nicht, weil ich denke, dass es sich für sie eigentlich schon ziemlich gelohnt hat. Weil ZDF Mhm. macht ganz, ganz viele andere Formate jetzt basierend auf dem. Aber Mhm. das natürlich ohne diese Gruppe. Also, Ich fand auch, also gerade so wie sich ZDF und ZDF Neo in den letzten Jahren aufgestellt hat, fand ich das eigentlich im Portfolio sehr, sehr passend, was das anging. ja. Ja, also ich sage mal, wie es ist. Für mich ist Rocket Beans und das ganze Zeug schon seit vor Jahren gestorben, weil das einfach eine komplette Katastrophe ist, was da abgeht. Also wirklich. Also ich weiß nicht, wie tief ihr da drin seid, aber da ist ja sehr viel Scheiß passiert, auch mit den Leuten, die da arbeiten. Das ist ja ein regelrechter Ausbeuterbetrieb. Mich wundert es auch nicht, dass ZDF gesagt hat, wir finanzieren euch nicht mehr, weil wahrscheinlich ist ZDF zu 80% Rocket Beans finanziert. Nur mit Game 2, weil das wirklich, da läuft ja gar nichts mehr. Ne? Und dann hast du einen Simon, der komplett durchdreht mittlerweile und Verschwörungstheorien raushaut. Etienne, der seinen Sohn dauernd mobbt in Livestreams. Also Nils und Buddy sind okay, sind immer auch cool, finde ich, aber Etienne und Simon sind halt einfach untragbar geworden, was sich ja auch gezeigt hat. Und dann natürlich der unsägliche Livestream-Patzer. Ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommen habt, wo Etienne und Simon live waren, erstmal schön Drogen live verkauft haben vor der Webcam und dann darum erzählen, ich höre nicht auf, bevor ich 1 Million habe und bla 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 und so einen Scheiß von sich gegeben haben. Also halt auch massiv nochmal ein bisschen an der Tragbarkeit von diesen beiden Pappnasen, ich kann es nicht anders sagen, geführt hat. Was ja auch dazu geführt hat anscheinend, dass Buddy sich da mehr rausgezogen hat, was ich sehr schade fand, weil ich fand, Buddy war immer der Beste von den Vieren. Also mein persönlicher Favorit. Und ja, also da ist sehr, sehr viel Scheiß am passieren und ganz ehrlich, das ist ein sehr, sehr langsamer Tod von Rocket Beans. Also auch qualitativ sind die Videos nicht mehr gut, wenn man sich da irgendwelche Live-Shows angegeben hat, wo dann der Sound nicht richtig stimmt, die Technik nicht stimmt, also wo eine Produktionsfirma ja hintersteht und sie kriegen es nicht hin, das ordentlich hinzubekommen. Ja, das sind halt die Firmeninhaber. Das Game 2-Team war schon innerhalb von Rocket Beans nochmal ein eigenes Ja. von ZDF finanziertes Team, die auch unabhängig davon gearbeitet haben. Aber ja, da war kann man auch nicht so nicht abstreiten, dass da viel Scheiß gelaufen ist, was immer von Ex-Mitarbeitern auch erzählt wurde. Das ist so nicht ganz von der Hand zu weisen. Trotzdem fand ich das Team um Game 2 und Tim Heinke, die haben immer da noch eine ganz coole Sendung aufgestellt. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich kenne die schon sehr, sehr lang, das ganze Team auch darum. Ich fand, es hat, was der Vorteil halt war, auch wenn das, wie gesagt, für uns als Interessiertere, das war so, die haben sich so ein bisschen dazwischen bewegt und haben, finde ich, das Gaming und die Gaming-Kultur so ein bisschen in die breite Masse getragen. Und klar, MTV-Zeiten hat jeder noch mitbekommen mit Game One. Und dann haben sie sich halt selbstständig gemacht mit ihrem YouTube-Kanal. Und da ist schon viel weggebrochen. Dann kam Corona, das hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dazu getan. Und die vereinzelten Skandale, die sie da noch mitzutragen hatten. Was aber auch schwierig diskutiert wurde, finde ich. Es gibt einen eigenen Subreddit dafür.
da greife ich mir auch immer regelmäßig auf den Kopf, wie da geredet wird und drüber geurteilt wird. Naja, aber so sieht es jetzt im Moment aus Ja. und mal gucken. Es ist Was schade, wird, dass Michi? halt so ein gutes Format von damals so nach und nach zerbricht. Vor allen Dingen, dass sich, wie Tristan sagt, die Leute so stark verändern. Ja. Also, es Mhm. ist auch ich Kann ich bin auch auch nicht traurig nachvollziehen. darüber, ne? Also, nicht falsch verstehen. Also, ich finde das schade, dass sich das so entwickelt hat, weil, Ja, die vier Jungs, die Galionsfiguren, sage ich auch mal, ich meine, es gibt noch super Leute, Gregor, Trant und sowas, ne? Also, grade Gregor liebe ich ja, das ist, auch einer meiner Favoriten, den ich auch so gucke, der auch eigenständig ist. Du hast 'n Schröck und sowas, ne? Also, da sind ja auch immer noch sehr gute Leute am Start, aber die haben sich ja auch die sind ich glaube, auch so 'n Schröck und Gregor zum Beispiel sind unabhängig mittlerweile. Die werden ja eingekauft, die sind nicht mehr festes Mhm. Teil und so. Also, die guten Leute sind eigentlich schon weg und lassen sich einkaufen und sowas. Und Game 2, fand ich immer Game 2 war mir tatsächlich, das klingt jetzt komisch, aber zu professionell. Ich habe Game 1 geliebt, weil es einfach unfassbar janky und Trash war. Und Game 2 war mir schon zu glatt poliert. Also, grade wo dann die 'ne gute Finanzierung also, die Anfangszeit von Game 2 ging noch, aber spätestens, wo sie finanziert wurden, war mir das zu glatt gebügelt. Also, ich ich fand glaube, immer Game 1 ja. sonst hätten sie wahrscheinlich die Finanzierung gar nicht bekommen. Ja, aber das hat halt diesen Ja, ganzen wollte grad Charme für sagen, mich auch gekillt, ne? Also, ich Ja. finde da wird dann auch ZDF gesagt haben, ja, wenn wir hier eure Sendung auch in der Mediathek präsentieren und ihr kriegt das breite Publikum, dann muss es auch ein bisschen klar, ja, die haben wahrscheinlich schon gesagt, ihr müsst euren Charme irgendwo behalten mit dem Hauen und Pappe. Das erwarten die Leute und das ist auch gut so, aber ähm, ja, ich fand aber auch, die haben auch so coole Dinger gemacht, wie das Musical zum Beispiel, was größtenteils in einem One-Shot gedreht ist. Die kann ich gern mal empfehlen, die Folge. Da gibt's auch eine Making-of-Folge dazu, wie das gedreht wurde. Das ist zum Beispiel was, da sieht man echt mal richtig das Handwerk, was die Leute dahinter gemacht haben. Und wie gesagt, nochmal, wenn ihr Game One noch von MTV kanntet, das hat halt mit den 4 Inhabern wenig mehr zu tun. Das ist halt mittlerweile ein eigenes Team. Und ich fand, die haben da schon noch ganz, ganz coole Arbeiten zwischendurch gemacht. Ja, aber schade ist es trotzdem, gar keine Frage. ja, es ist allgemein, finde ich, schade, dass wir dass es auch so, auf eine Firma, also Rocket Beans ist auch viel zu stark gewachsen, muss man dazu sagen. Ich glaube, das war einfach der fatalste Fehler, den sie Ja, tun das konnten. glaube ich auch. Plus halt die 2, die dann halt auch sehr viel einfach zerstört haben, muss man auch dazu sagen, ne? Ja. Was ich schade finde, ist, dass, trotz allem Rocket Beans viele coole Sachen gemacht hat. Hervorheben will ich hier auch Speedrandale, die Speedrunning-Kultur in Deutschland ein bisschen zu fördern. Also, das auch mehr aufmerksam zu machen, weil wir haben sonst einfach immer nur, äh, die Speedrunner, die auch rein Englisch sprechen und hier auch einfach in Deutschland noch mal 'n bisschen zu ermöglichen, das Interesse dafür zu wecken, grade wenn man nicht Englisch spricht, dass da deutsche Speedrunner sind, die das alles auf Deutsch auch erklären. Also, es gibt ja auch immer auch gute Sachen. Bin einfach 'n bisschen frustriert, weil ich's so schade finde, was draus geworden ist, und mich persönlich das aufregt, wenn du so einen hast, wie 'n Simon, der es eigentlich gut hatte und dann sehr viel Mist gebaut hat. Also, auch, die letzte Aktion war ja das mit der Bettelei, wo er anfing mit: „Wenn Mhm. ihr mich finanziell unterstützen wollt, ist jetzt der beste Moment“, weil er hat Steuerschulden, er will aber seine Bitcoins nicht verkaufen, weil er Ja, irgendwie ja, 'ne eigentlich halbe hat er die Million in Kohle, aber Bitcoins hat. Ja, und das tut einem auch weh, weil ein Typ, mit dem du aufgewachsen bist, na ja, das ist auch 'n bisschen parasoziale Beziehung, muss man dazu sagen, ne, aber mal so als Jugendlicher ist man damit aufgewachsen und das waren halt so Leute, wo man auch gesagt hat: „Boah, cool, die machen mit über Videospiele reden Geld und es war, ne, also die haben das ist ihr Job, voll geil.“ Und der war ja auch mal Simon war auch mal 'n super sympathischer Dude und hat das ja auch rübergebracht und war authentisch, die alle 4, ne? Das kam ja nicht von ungefähr, dass die so erfolgreich waren. Und es ist schade, dass sie sich teilweise in der Gier verloren haben und auch Leute also Buddy hat das ja auch öffentlich, glaube ich, gesagt, dass ihm das sehr alles zugesetzt hat, wie das doch alles abgeht. Der hat sich deswegen zurückgezogen, was man auch voll verstehen kann, ne? Es ist Mhm. halt es spricht sehr viel Frust aus mir, muss ich jetzt auch mal sagen, weil ich 'n ganz großer Fan war und das eigentlich toll fand und auch die Anfangszeiten von Rocket Beats gut fand und ja, es ist schade, was draus geworden ist und für mich ist es halt 'n sinkendes Schiff, was ganz, ganz langsam sinkt und ich glaube auch ja, nicht mehr zu retten ist. genau, das ist auch so ein bisschen der Allgemeintenor, habe ich das Gefühl, bei den halbwegs vernünftigen Leuten, die sich immer wundern, wie lange das noch über Wasser gehalten wurde. Und viele haben halt gesagt, ja, Game 2 wird es halt noch gewesen sein, Glaube ich auch. dadurch, dass es von ZDF finanziert wurde. Die haben auch relativ viel Sponsoring und so weiter.
Aber wenn das jetzt tatsächlich noch wegbricht, wird es natürlich immer enger. Ja. Ja, schade, Ja. weil es fehlt jetzt schon. Das, was Rocket Bean mal war, finde ich, fehlt im deutschen Raum. Ja, Sehr, sehr ich fand schade. auch, was ihn, glaube ich, nicht gut getan hat, war dann diese Umstellung auf dieses Streaming-Squad, dass jeder, ich meine, Ja, das kam durch Corona, dass jeder von zu Hause gestreamt hat, da war das auch alles okay, aber es wurden halt immer weniger Produktionen, klar, das ist auch teuer, aber es wurde halt auch eine gewisse Professionalität kam mit rein und vorher wurde halt einfach im Studio die Kamera angemacht und blöd gesagt, ein bisschen wie Big Brother, Kamera angemacht und dann wurde halt eine Sendung gemacht und was halt passiert ist, ist passiert. Und diese Spontanität hat halt irgendwann gefehlt. ja, und das mit dem Und Screenscreen war 'n guter Punkt, habe ich komplett vergessen, dass die sich ja auch die Views gegenseitig geklaut haben. ja, und völlig Ja, unübersichtlich, was dann als VOD auf den eigenen Kanälen erscheint. Und du hattest halt überhaupt keine Übersicht mehr. Vorher war das schön, du hattest zwar 3 unterschiedliche Kanäle von Rocket Beans. Das eine war Let's Plays oder Gaming, aber du hattest halt immer schöne Playlists mit halt klassischen Let's Plays mit bekannten Gesichtern. Und ja, jetzt streamt jeder irgendwie gleichzeitig und überschneidet sich. Es ist alles ein und für sich bisschen, das war alleine. das, ja, das war das, was bei mir ja viel Missmut gebracht hat, fand ich. Ja, müssen wir mal sehen, Na wie's weiter gut. mit Rocket Beans geht. Aber ich Mhm. glaube schon, dass das Einstellen von Game 2 aus finanzieller Seite, das wird, glaube ich, 'n herber Schlag sein für Rocket Beans jetzt. Also, ich bin mal gespannt, ob das jetzt der Sargnagel war oder wie lange sie sich tatsächlich noch halten. Vielleicht einfach zumachen. Vielleicht ist es auch einfach besser Es dann so. wär Ja, es wie es wäre besser, wirklich zu machen und jetzt mit das bisschen Würde, was man noch hat, zu nutzen und sich zu verabschieden. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt ja auch sehr viele gute Leute da und ich glaube, wenn man die jetzt auch selber eigene Karriere gemacht haben, ja. denen wünsche ich auch nur das Allerbeste. Ich wünsche allen Leuten da das Allerbeste, außer den Zweien. Also wirklich, das waren Aktionen, also, kann ich auch nur, wer zuhört, gerne empfehlen, informiert euch mal. Das ist schon krass. Also, das ist ein richtiges Rabbit Hole, wenn man sich mit Etienne und Simon auseinandersetzt. Die beiden sind echt heftig. Also, aber dem Rest, wie gesagt, da wünscht mir nur alles Gute und vielleicht gibt's auch noch mal irgend Revival in irgendeiner Form in verkleinert vor allem, ne? Also, nicht mehr dieses Aufgebärte, dieses Riesige, sondern in entschlackter Form. Wer weiß, vielleicht gibt's noch mal 'n Revival mit 'n paar der guten Jungs und Mädels. Würde mich freuen. Jo, und da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir hatten eine kurze Unterbrechung, mussten die Aufnahme kurz unterbrechen, sind jetzt wieder für euch da und machen mit den News weiter. Wir haben aufgehört, glaube ich, bei der Aussage von Frank Azor und ich glaube bei Randy Pitchford, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit Microsoft. Und da muss uns Tristan ein bisschen abholen, beziehungsweise mich. Habe ich mir nicht ganz so eingelesen. Aber dann schieß gerne los und mach da weiter. Ja, genau. Es gibt da gerüchteweise, dass Microsoft gerade die Steam-Integration ausprobiert für Xbox-Konsolen, was halt auf weitere Gerüchte schließen lässt, wenn das alles natürlich wahr ist, dass Microsoft, sich wahrscheinlich auch vorbereitet, 'ne PC-Hybrid-Konsole rauszubringen, in irgendwas in der Richtung. Ähm, Wie gesagt, das ist alles gerüchteweise, aber ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was Microsoft auch einfach grade macht, weil sie haben ja den klassischen Konsolenkampf einfach verloren, haben sich komplett geöffnet als Multiplattform-Publisher und ich glaube, das ist einfach 'ne Maßnahme, um da jetzt noch mal Sony 'n bisschen entgegenzuwirken, weil theoretisch, wenn Steam auf der Xbox läuft, laufen ja auch PlayStation-Spiele auf der Xbox. Ja, über Umwege dann, klar. Ja, Also zumindest die PC veröffentlichten genau. PlayStation-Spiele, die sind ja nicht deckungsgleich, also beziehungsweise so Ja, rum haben wir den Weg noch gar nicht gesehen. Wir hatten ja jetzt nur die Microsoft-Spiele, die ähm, gepublisheden Spiele, die auch auf PlayStation schon erschienen sind, so nach und nach. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Und zusätzlich gab es noch ein paar Gerüchte um das Microsoft Handheld, was sie mhm. scheinbar eingestellt haben, Ne, was nicht mich auch eingestellt. Nein, nein, nur weniger hoch priorisiert. Pr okay. Sie priorisieren grade aktuell, äh, die Windows 11 Version für Gaming-Handhelds für die Partner. Also, Ach so, okay. ja, SteamOS ist halt superior,
Ja, das hat Ja. man jetzt auch die letzten Tage und Wochen gesehen. Es gab jetzt, ich glaube, SteamOS wurde komplett jetzt released, also dass man das auch auf Mhm. anderen Handhelds draufpacken kann. Und Ja. ja, das ist halt so entschlackt, das läuft halt ordentlich. Und ich denke mal, das ist auch eine Reaktion von Microsoft darauf, dass sie jetzt hingehen und sagen, ey, wir wollen Windows 11 für die Partner doch besser machen. Was ich mich aber nur frage, ist, warum sie ihren eigenen Handheld nicht priorisieren und von Windows 11 direkt nicht einfach eine Art Xbox-Variante rausbringen, was sie auch für die nächste Konsole rausbringen könnten, wo du halt dann die ganzen anderen Launcher auch rausbringen kannst. Das fände ich viel sinnvoller, als jetzt irgendwie Windows 11 an sich zu entschlacken, aber trotzdem Windows 11 zu behalten. Sollen sie doch Ja. ein Windows Xbox OS rausbringen auf Basis von Windows 11, was auch für die nächste Xbox kommt und dann hoffentlich was, was ich auch auf dem PC installieren kann, weil ich würde sterben für die Power meines PCs an meinem Fernseher, aber mit einer Art Xbox OS, was ich komplett ohne Maus und Tastatur bedienen kann. Also eigentlich also eigentlich wie 'ne Steam-Machine, was sie damals probiert hatten. Ja, Das oder gab's ja halt auch mal. der Big Picture Mode geht ja auch in die Ja, Richtung, genau. aber ist ja nur so halb konsequent. Ja, und SteamOS ist da ja konsequent tatsächlich. Ja, es geht halt hauptsächlich um die Performance. Also, was ich so mitbekommen habe, es ist ja auch möglich, Windows schon auf verschiedene Handhelds zu installieren, beziehungsweise manche laufen ja tatsächlich Ja. mit Windows und es kostet halt unheimlich viel Ressourcen, Windows im Hintergrund zu betreiben, zusätzlich zu den Spielen. Es hat natürlich seine Vorteile von Windows, dass da manche Sachen einfacher zu machen sind, aber ja, wie gesagt, geht halt auf die Performance. Aber ich bin mit, SteamOS eigentlich auch sehr zufrieden. Ja, müssen wir mal gucken, was daraus wird. Aber der Markt ist ja eigentlich da. Scheinbar lohnt es sich ja, also mit den ganzen Handheld-PCs, sage ich jetzt mal, die draußen sind. Die Switch 2 wird es auch zeigen, wie die Verkäufe sind. Natürlich muss erstmal verfügbar sein. Bin ich mal gespannt. Aber ja, Ja, das ist ja mittlerweile alles so performant, dass man da gut mit klarkommt und dass da ein Absatzmarkt da ist. Würde mich jetzt wundern, wenn sie sich da komplett zurückziehen. ja, ich hoffe auch einfach, dass dieser ganze Handheld-Vorstoß auch ein bisschen das Gaming rettet, in Anführungszeichen, weil, äh, da dann vielleicht auch mehr Fokus drauf ist, noch mal die Spiele mehr zu optimieren, dass sie auch auf, Mhm. schlechtere Hardware laufen, weil das, finde ich, hat ein bisschen Überhand genommen in den letzten Jahren. Dass einfach die Anforderungen auch zu sehr steigen. Ich meine, klar, die Hardware ist da, warum soll man sich dann Mühe geben? Die Xbox Series S hat das schon ein bisschen gegengewirkt. Aber wenn jetzt die nächste Konsolengeneration grundsätzlich sehr stark ist, dann sehe ich schwarz für, Budget-Gaming auf dem PC, aber die Handhelds sind ja noch da. Das ist, finde ich, noch irgendwie so ein bisschen die Rettung, weil im Moment ist ja, ich hatte es ja auch bei uns auf Discord geschrieben, für mich ist Konsolengaming tot, weil einfach damals war Konsolengaming der günstige Einstieg. Ja, man hat mit den Spielen ein bisschen mehr bezahlt, aber die Hardware selber war dafür günstiger und das ist einfach nicht mehr der Fall. Ja, der einzige Vorteil, den du halt mit den Konsolen nach wie vor hast, ist die Einfachheit, dass du nix großartig einstellen musst. Wobei ich aber halt auch sagen muss, am PC ist das halt auch wesentlich einfacher geworden. Was ich nur so ein bisschen hoffe oder, wenn wir jetzt mehr Richtung Handheld gehen, dass die Spiele halt auch umstrukturiert werden und dass wir vielleicht so eher noch mehr Spiele bekommen, die für kurze Sessions irgendwie optimiert sind. Was wir bei der Switch schon häufig hatten. Das sind ja an sich keine schlechten Spiele, es ist einfach nur eine andere Spielart und mir entsprechen halt eher die großen Singleplayer-Rollenspiele, sage ich jetzt mal, die ich persönlich auch immer gerne mal für eine halbe Stunde anwerfe und mache dann irgendeine Sammelquest oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten. Die gibt's immer bei solchen Spielen, aber gibt ja auch genug Spiele, die dann wirklich auf diese halbstündigen oder auf diese Zugfahrten, auf diese Längen ausgelegt sind. Das ist noch ein bisschen interessant zu sehen, ob das sich dann mehr dorthin entwickelt oder ob wir trotzdem noch große, umfangreiche Spiele bekommen. Weil es ist halt einfach ein anderes Spielprinzip mit so Handheld-Konsolen. Ich finde es cool, dass man die zwischendurch anwerfen kann, aber ich habe halt trotzdem auch meine großen Spiele gerne da drauf. Ich denke auch, die Anforderungen sind halt auch anders als früher. Also, früher hast du dich halt Ja. wirklich stundenlang vor 'n Fernseher gesetzt mit deiner Konsole und gespielt und jetzt hast du halt auch nicht mehr so die Zeit dafür. Mhm. Ja, also mir kam das sehr entgegen, gerade seitdem wir letztes Jahr den Hund hatten, dass ich immer zwischendurch mal eine halbe Stunde spielen kann oder wenn mal eine Pause ist,
Da mache ich halt nicht den Fernseher an, beziehungsweise die Konsole oder den PC, sondern das geht halt einfach schneller, gerade mit sowas wie dem Resume-Feature, dass man einfach in Sleep-Modus geht und dann weiterspielen kann. Ja. Und wo ich da sagen muss, Michi, das ist natürlich auch einfach, weil wir älter geworden sind. Es gibt ja auch noch die Zielgruppe, die die Ja, Zeit ja. hat, aber die hat nicht das Geld. Die hat nicht Ja, das das ist halt Geld immer so. und ich weiß nicht, ob die neue Generation da wirklich so das Interesse hat wie wir damals. Ja, es ist auch die Frage, was für Spiele ist bei dieser Generation, die die Zeit hätte, dann überhaupt von Interesse. Ja. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es gibt dieses Dreieck, entweder hast du Geld oder Zeit oder ich weiß nicht, was das dritte war. Und man kann sich halt immer Soziales nur Leben. man kann sich halt immer nur auf zwei konzentrieren, beziehungsweise die Situation Ja. entspricht immer nur dem. Ja, müssen wir mal gucken, wo das hingeht. Aber an sich finde ich das mit dem Handheld Gaming schon sehr interessant. Ich finde das auch super. Ich meine, wir hatten ja mal darüber gesprochen in einer eigenen Folge. Kann man auch nochmal drauf verweisen, wo wir über Handheld Gaming gesprochen haben. Ich liebe schon immer Handheld Gaming, seit ich ein Kind bin. Ich finde das einfach, das ist was Eigenes, so auf der Couch oder auf dem Bett schön zu limmen oder irgendwie draußen auf der Terrasse schön noch eine Runde in der Sonne zocken oder sowas. Ähm, ich freue mich auch, dass das Handheld einfach größer wird und ich verstehe halt, wie gesagt, nur nochmal zurück auf Microsoft zu kommen, die Priorisierung verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, da muss Microsoft sich mal ein bisschen zusammenraffen. Es läuft gerade anders, sonst es läuft super bei Xbox. Xbox Game Studios haut einen Knall nach dem anderen raus. Der Game Pass läuft bis zum geht nicht mehr, aber Hardware kriegen sie ich weiß nicht, was da bei Hardware los ist. Also, ob das auch von Microsoft selber kommt, also von Microsoft, nicht von Xbox, ob der Nadella da reinfunkt, weil der Nadella ist meine persönliche Meinung, der hasst sowieso Hardware. Weil das jetzt auch wieder eine Softwareentscheidung ist. Also, sie priorisieren jetzt ja auch wieder Software über Hardware. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Entscheidung ist, aber wird die Zukunft zeigen. Ja, es wird ja schon seit eigentlich der letzten Generation gemutmaßt, wie lange kriegen wir überhaupt noch Hardware? Werden die Konsolen irgendwann nur noch Set-Top-Boxen, wo wir quasi mit Streaming arbeiten, oder kriegen die ganzen Smart TVs einfach Apps, um Streaming anzubieten? Und wie lange wird das klassische Konsolengeschäft? Ich meine, eine Kernzielgruppe wirst du immer noch haben, aber wenn die immer kleiner wird, müssen die Konsolen dementsprechend auch noch teurer werden, weil du einen kleineren Absatzmarkt hast. Die Enthusiasten werden da bleiben, gar keine Frage, die zumindest noch Hardware verlangen. Aber das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das rückgängig ist. Oder du brauchst halt sowas wie eine Hybridkonsole, was Handheld-mäßiges, was weniger Hardware, weniger Leistung hat, dafür günstiger sein kann. Ist halt die Frage, wo sich das hin entwickelt und ob das eher der Weg ist, den man da gehen kann. Ja, aber das mit dem Streaming ist halt auch so eine Sache. Wir hatten 2 oder 3 große Anbieter, die, sage mal, wieder zugemacht haben, was Streaming angeht. Wir haben, Steam Link für Inhouse-Streaming. Das funktioniert super. Ich habe auch einen und hin und wieder schmeiße ich das auch mal an. Aber so übers Internet, man hat da halt Delay-Lags bisher. Also richtig gutes Spielen ist da halt auch nicht wirklich möglich, finde ich. Ja, das sehe ich auch so, gerade hier in Deutschland. Ja. Da widerspreche ich. Ich habe jahrelang tatsächlich, bevor ich da war aber die Preise der Grund, aber bevor ich wieder komplett auf PC-Gaming umgestiegen bin, ich war ja immer mehr konsolenlastig, habe ich eine Zeit lang Shadow benutzt. Das war bis vor 2 Jahren oder so, war das ein richtig guter Dienst. Also da hast du nicht die Spiele direkt gestreamt, sondern du hattest einen virtuellen Computer, auf den du vollen Zugriff hattest, was ich sehr, sehr geil fand. Und damals war das kostentechnisch auch noch super. Ich glaube, das hatte damals so 15 oder 20 Euro im Monat gekostet. Du hattest halt so eine 1080 oder 1080 Ti oder sowas, ne? Hat dann auch alles gereicht. Und das lief. Also gut, für kompetitiven E-Sport würde ich es nicht verwenden, aber Ja, ja. also wenn du einfach eine Runde Call of Duty gespielt hast, hat es auch vollkommen gereicht. Es hat wunderbar funktioniert. Shadow war dann andere Probleme. Sie hatten Geldprobleme, wurden gekauft. Es wird jetzt alles umgeschiftet auf mehr Businessmodell, aber die Technologie ist da. Ich finde, sie funktioniert auch. Man muss halt das Internet haben, das Passende Ja, dafür, ne? daran hapert es halt bei vielen noch. Ja gut, das ist aber auch eher ein deutsches Problem. Ja, mag schon sein, aber Tatsächlich, ja. ich glaube, der
Insgesamtmarkt für Gaming, du kannst halt nicht alles auffangen damit, also du kannst nicht alle einfach jetzt auf Nein, Streaming aber angucken. Casuals kannst du damit Ja, abdecken. das mag ein großer Markt sein, aber ist die Frage, also ich glaube, für weltweit ist es halt noch keine Lösung. Michi, mach gerne weiter, du hast dich gemeldet. Ich wollte nur auch da einhaken, weil ich habe auch mal Shadow PC ausprobiert. Und ich weiß nicht, wann du das gemacht hast. Ich hatte das jetzt vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Und Da der waren die Scheiße Preis schon. war Ja. ja, okay. Dann Ja, bin also ich ich danach hatte eingestiegen, weil der Preis war nicht mehr so wirklich okay. Nein, Und war der auch nicht. ja, das war nicht haben die so nicht auch schön. nach und nach, also bei Shadow PC war es so, dass du eigentlich deine Steam-Bibliothek streamen konntest, Nein, richtig? du hast einen virtuellen Computer Richtigen gehabt. PC Mit gehabt, vollem ja. Zugriff, mit vollem Admin-Zugriff. Also Und wie war das mit den Spielen? Hattest du hast du ein deinen Launcher. Abosystem? Du Du Ja, hast aber musstest hast du halt die die Sachen Spiele, installieren. Das ist ein normaler PC, nur halt ja nur genau, das remote meinte und ich. du kannst halt alles installieren. Du musst die Du musstest Spiele. aber Spiele extra kaufen. Ja, Also ja, es war genau. kein Abo wie jetzt der Game Pass Ultimate Nein, zum Du hast das Beispiel. kannst du eher mit Ja. GeForce Now vergleichen, nur dass du statt die Spiele-Session reingestreamt bekommst, hast du einen kompletten Computer für dich Mhm. alleine gehabt. Ja. Ja? Ja gut, das ist in der Hinsicht der Nachteil von den Preisen gegenüber jetzt dem Netflix fürs Spielen ist quasi der Game Pass Ultimate, wo du die Spiele im Ja Gesamtangebot gut, aber wie quasi gesagt, es hattest. hat damals 15 oder 20 € im Monat gekostet. Das konnte Ja, auch nur um zu erklären, wo der ja. Unterschied Also ist. ja, und ich glaube, heute kostet die günstigste Maschine, die halt auch nicht mehr wirklich taugbar ist, 40 € oder sowas aufwärts und das Mhm. geht hoch bis Ja, auf 60 oder sowas, das lohnt weil sich die dann halt halt nicht mehr. ja, die wollen dann auch ich habe dann auch irgendwann gesagt: „Okay, das war schön, aber es wäre jetzt Zeit für ein Upgrade." Es kam kein Upgrade. Du hättest nur ein Upgrade haben können gegen immensen Preissteigerungen. Da habe ich gesagt: „Gut, dann kaufe ich mir jetzt wieder Hardware, weil jetzt lohnt sich dieser Dienst nicht mehr." Ich hatte den gut 2 Jahre bestimmt. Also, ich war auch noch 'n Early Bird, also, ich war einer der Ersten, die das einfach mal getestet haben. Habe also das alles mitgemacht und für diese Zeit hat sich das tatsächlich auch finanziell gelohnt. Das war wahrscheinlich das Problem, warum es sich für die nicht gelohnt hat. Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht Teil der Firma gewesen. Aber die Technik hat damals schon super funktioniert. Also, ich konnte am Ende auch, in 21:9 1440p ohne Probleme streamen. 100 Hertz. Das lief Okay. überhaupt komplett stressfrei. Ich habe aber halt auch gutes Internet zu Hause. Also, Ja. das ist halt eher Ja. das Problem. Ja, also hängt natürlich auch viel an dem Videocodec, wo sich auch viel getan hat mit der Komprimierung und Übertragung. Das ist schon besser geworden. Wann habe ich das mal ausprobiert? Irgendwann als Game Pass da das Streaming reinkam, da habe ich auch mal reingeguckt. Das ging schon ganz okay. Für so, ja, wie du sagtest, nicht jetzt unbedingt E-Sport oder Fighting Games oder sowas, wo es Ja. unheimlich aufs Timing ankommt. Da ging das auch schon. Es ist okay. Aber wie gesagt, für uns Enthusiasten ist es halt meistens noch keine Option. Und ja, für Casuals oder für Casual-Leute wäre das wahrscheinlich eher was. Gerade im Preis und was halt cool ist, dass du ein großes Angebot hast im Game Pass Ultimate, Mhm. wo du einfach mal überall reinspielen kannst, ohne großartige Installation. Ich habe es auch häufig benutzt, einfach um in Spiele reinzugucken, um dann zu sagen, ja, es interessiert mich, jetzt nehme ich die Installation oder den Download auf mich über Nacht oder sowas, weil halt kein schnelles Internet, um dann reinzuspielen und konnte vorher wenigstens mal wie eine Demo quasi anzocken. Ja. Ja. Zum Beispiel, wo auch der Game Pass mit Streaming ganz gut ist, mein Neffe benutzt das tatsächlich sehr viel, weil die haben nur eine Xbox Series S, hat entsprechend nicht Hm. viel Speicher, hat ja nur 'n halben Terabyte und, der hat auch einfach teilweise die Spiele dann gestreamt, statt die zu installieren. Ja. Na, also, weil er sonst die ganze Zeit hätte irgendwas löschen müssen. Und er spielt halt auf 1080p und da funktioniert zum Beispiel, xCloud schon sehr gut. Was ich aber auch sagen muss, Microsoft muss da mal hinmachen. Das stagniert seit so langer Zeit schon. Das ist immer noch nicht ordentlich, in höheren Auflösungen und so was Leute. Ich frage mich, was die da machen, weil ich glaube schon, dass Cloud im Casual-Markt, der wirklich riesig ist, das sollte man nicht unterschätzen. Ich sage auch nur, der war schon damals riesig, ich sage nur Wii und sowas. Hm. Und ich glaube, der wird nur größer durch die Hardwarekosten und auch durch die Spielekosten wird er, glaube ich, einfach noch viel größer, weil die Leute dann nicht mehr unbedingt gewillt sind, so viel Geld zu bezahlen für mal ein, zwei Spiele, die sie im Jahr spielen. Äh, Ja. Das wird, glaube ich, groß und ich bin überrascht, wie sträflich das doch teilweise vernachlässigt wird. Hm. Ja, Ist obwohl halt Also man mich wundert es auch, dass das immer noch im Beta-Stadium quasi ja. ist. Ja. Ist halt noch keine Priorität. Ich meine, aktuell oder beziehungsweise die letzten Konsolen wurden ja noch gekauft.
Und muss man halt jetzt sehen, wie du sagst, mit der neuen Generation, wie es dann läuft. Und dann wird dann wieder reingepumpt in die neue Technologie, wie zum Beispiel Streaming vielleicht. Ja. Wahrscheinlich Neuer ist auch viel Marketing Marktgreifer. einfach Ja. nötig, um, wie gesagt, diese große Masse überhaupt darauf aufmerksam zu machen. Du musst am besten müsstest du mit Fernseherstellern zusammenarbeiten, dass es eine Ja. App gibt, Ja, dass das es gibt's ja quasi nur schon. heißt, hier, du kaufst einen Controller, da sind irgendwie Das 3 gibt's schon. Monate, Angebot dabei. Ja, nur es muss dann halt auch dementsprechend beworben werden und Ja, das ja. Ganze muss natürlich erstmal in anständiger Auflösung, angeboten werden und halt auch diesen Beta-Stadium einfach mal verlassen. Das ist mein Problem mit, weil genau das gibt's ja schon. Ich glaube, bei Samsung und LG sind die, glaube ich, LG, sogar schon Mhm. ja. vorinstalliert. Und dann hast du da 'n 4K-Fernseher und kriegst so 'n 1080p-Stream. Sorry, das das ist, was ich wirklich denke, so: „Warum?“ Also, das wäre doch mal das Minimum, selbst wenn man das noch nicht priorisiert als wir gehen da jetzt volle Kanne drauf. Das sollte doch wenigstens gegeben sein, damit die Leute wenigstens ihren Fernseher richtig nutzen können. Ja, Aber ja, die werden Ja. halt die Zahlen sehen und zum Beispiel bei mir, ich hätte auch 'n 4K-Fernseher, aber bei mir würde kein 4K-Stream, flüssig ankommen. Von daher müsste der auch wieder hochskaliert werden oder sonst was. ja. Aber die werden natürlich die Zahlen im Hintergrund sehen und auch ihre Abschätzungen da machen, ob das Sinn macht, das auszubauen oder nicht. Aber da kann natürlich auch Handheld Gaming sehr interessant werden. Handheld Gaming eben als ich spiele unterwegs lokal, pack's dann an Ja, meinen Fernseher und streame dann über mein Handheld-Gerät. Das ist ja. natürlich auch wäre auch 'ne sehr interessante Entwicklung, grade mit diesen ganzen Anforderungen, die jetzt kommen. Und wie gesagt, ich mag Handheld-Konsolen. Ich finde Es die gibt ja auch klasse. die Möglichkeit mit, Fake Frames, AI Upscaling und Ja, sowas. eben mit dem ganzen neuen, Entwicklungen, was natürlich erstmal nur die neuesten Grafikkarten können, aber da ist halt was auch in der Mache, um Ja, Frames und, Auflösung zu schummeln mittlerweile. genau. Okay, dann hätten wir, Microsoft durch. Dann kommen wir zum nächsten. Die Lego-Gruppe hat ein Fanprojekt eingestellt. Das hat sich um die alte Marke der Bionicle gekümmert. Es gab noch mal 'n Vorgänger von Bionicle. Bionicle, müsst ihr euch vorstellen, das waren quasi Actionfiguren von Lego. Die kamen damals ich schätze mal 2010 oder sowas raus. Da gab's noch mal 'n Vorgänger, aber Bionicle hat maßgeblich dazu beigetragen, damals Lego den Arsch zu retten, als sie in finanziellen Schwierigkeiten waren. Und die haben sich, unheimlich verkauft. Ich war dafür schon ein bisschen zu alt zu dem Zeitpunkt, aber das hat damals richtig eingeschlagen. Auf jeden Fall gab es da ein, Videospiel und eine Fangruppe, die ein Videospiel entwickelt hat. Das hat bisher Lego mehr oder weniger geduldet und jetzt haben sie ihm aber einen Riegel vorgeschoben, weil das angeblich zu gut aussieht und, es da zu Verwechslungen kommen könnte, da es ja qualitativ so hochwertig ist, dass man annehmen könnte, es wäre von Lego direkt. Und Was deswegen haben sie heißt da jetzt mehr oder weniger geduldet? Ich meine, das Spiel, also das Team war Team, Kanohi, glaube ich, hießen die. mhm, Und, die haben 8 Jahre lang an diesem Spiel gearbeitet. 8 Jahre ja, hat Lego halt nichts gesagt. Und jetzt kommen sie an und sagen: „Ne, das können wir nicht machen. Wir wollen“, vor allen Dingen sagen die: „Wir wollen, dass alles aus dem Internet verschwindet und alle ja, Hinweise auf dieses Spiel auch verschwinden.“ was auch schon wieder ich habe immer das Gefühl, bei Lego sitzen so Anwälte, wirklich alte weiße Männer, die keine Ahnung haben, wie die aktuelle Marktwirtschaft Ja. funktioniert. Also, das liegt jetzt nicht nur an der Geschichte, auch die anderen Klagen, die sich, Lego da leistet gegenüber der Ja. Konkurrenz, sage ich mal. Sie Es ist, mussten sie sehr mussten wild, sich ja. halt auch jetzt entscheiden, weil am 10. August sollte die Demo rauskommen, glaube ich. Und ja, also, verstehe Ich ich halt weiß aber nicht. auch Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, was haben sich denn die Leute, also diese Fangruppe, die das Projekt angestoßen haben, gedacht? Ja. Wenn ich mir da keine Wahnsinnig. offizielle äh, keine offizielle Lizenz hole, dann muss ich eigentlich immer damit rechnen, dass genau so was passiert. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn man so was macht und das quasi als Bewerbung nimmt, um sich irgendwie, für 'ne Lizenz oder sowas. Aber Bionicle ist halt auch eine alte Marke, die wird nicht mehr aktiv betrieben von Lego. Das heißt, sie haben ja nicht, hoffen können, dass Lego sagt: „Ja komm, wir bringen euer Spiel offiziell raus“, weil die Marke ist tot. Da spricht ja keiner mehr drauf an. Also,
Es kann Irgendwie hätten sie ja natürlich damit Das rechnen müssen. das ist, glaube ich, ja, auch der Hauptgrund, warum Lego tatsächlich da was gemacht hat, weil es ist halt im Markt ich bin ja auch kein Anwalt, ich bin ja nicht so bewandert, aber ich meine, weil ich habe das im Kontext von Lego schon mal gehört. Wenn du gegen so etwas tatsächlich nicht vorgehst, dann kann das diese Marke quasi in die Öffentlichkeit überführen, wenn du Ja, aktiv genau. deine Marke nicht schützt. ja, Und das habe ich grade letztes Mal erzählt, ne? ja, Ja, du musst irgendwie alle 4 Jahre irgendwie diese Marke nutzen, damit du sie halten kannst oder ich meine, ich hätte genau. in Erinnerung, dass es irgendwie 4 Jahre sind. Auf jeden Fall musst du dann immer, das Markenrecht wieder neu aufstellen, damit du Ja. die Marke behältst, ansonsten, Aber kann die deswegen verfallen, ja. deswegen macht das Nintendo halt auch so rigoros, ne? Weil die wollen halt nicht, dass irgendwann gesagt wird: „Ja, ihr habt damals nichts gemacht, dann Ja, braucht ihr ja. jetzt auch nichts Mhm. mehr machen.“ Aber ja, es ist halt so, wie du sagst, so, die Marke ist tot sozusagen. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mir auch vorstellen können: „Okay, hier, wir haben dieses richtig coole Game, die Leute wollen es haben. Also Lego, vielleicht kauft ihr das einfach. Wie wär's Ja. denn damit?“ Ja. Aber ansonsten war das Spiel ja kostenlos und es wurde ja als Fanprojekt gekennzeichnet, aber natürlich, wie du sagst, es wurde so groß und so aufgebauscht und es war so sichtbar, dass die halt gesagt haben: „Okay, jetzt, wollen wir das natürlich einstellen.“ Aber das ist halt so 'n Punkt, den ich auch nicht verstehe, wie du grad gesagt hast, warum hat Lego das nicht gekauft oder warum ist Lego nicht auf die zugegangen und hat gesagt: „Hey, wisst ihr was? Wir haben gesehen, wie viel Aufmerksamkeit das generiert hat. Wir machen jetzt 'n offizielles lizenziertes Produkt daraus. Ihr Ja. bietet es nicht mehr gratis an, wir verkaufen's, ihr kriegt auch Geld dafür, aber wir kriegen auch Geld“ und dann umgehen die das ganze Kram. Aber, das wäre ja consumerfreundlich. Das wäre ja was für Ja. die Fans und das macht Lego halt nicht, ne? Ja, die einzige andere Vermutung, die angestellt wird, ist, dass Lego tatsächlich mit Bionicle noch irgendwas anstellen will. Also, hier wurden so ein paar Gerüchte gestreut, dass es eventuell irgendwie in Fortnite oder sowas vielleicht Kostüme geben soll oder sonst irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendein Jubiläum gibt oder sowas, dass sie dafür irgendwas planen. Aber mein Gott, also, ich bin schon Lego-Fan, aber auch wenn Bionicle nicht unbedingt in meiner Phase rauskam, also in meinen Jugendjahren, wo ich was mit anfangen konnte. Ich hatte nie das Gefühl, dass das so 'n Riesending war. Oh doch, Ähm, Bionicle war also, ich war genau ja, in dieser der war schon Phase. groß, aber aktuell weiß ich nicht, ob man damit noch Leute abholen kann. Na, wenn man das noch mal neu releasen würde, bestimmt. Wenn man nur irgendwie so Fortnite-Kostüm, glaube ich auch nicht, aber also Lego Bionicle war tatsächlich auch das einzige Lego, was ich jemals gekauft habe. Also, muss ich dazu sagen. Und Bionicle war boah, da war ich, glaube ich, Grundschule, kurz aus der Grundschule Ja. raus. Das war riesig, das hatte jeder. Das war Kategorie Pokémon, zumindest Ah, bei uns in der Ecke. Echt? Also, Ich ganz hatte das ganz nie. ehrlich. Ja, du bist ja mir auch 'n ist bisschen der älter als ich. mir ist der Vorgänger, eingefallen. Slicer, glaube ich. Slicer hießen die. Die Ja. hatten diesen Wurfarm. Die hatten solche Mhm. Discs, die konnte man sammeln. Die kamen immer in solchen Dosen und ich glaube, wenn man 4 oder 5 gesammelt hatte. Ne, Dosen kamen später. Die waren Die in so Dosen war Lunchboxen oder sowas. Bionicles hatte diese Dosen, wo dann oben Ja, auch die und ich glaube, Maske die drauf war. Slicer hatten diese aufklappbaren Boxen oder sowas. Und da konnte man halt 4 sammeln und konnte dann einen großen, daraus bauen. Das war der Vorgänger, genau. Also, Die hatte ich. wen das interessiert, man kann ja auch mal, andere YouTube, Kollegen empfehlen, auch wenn die viel, viel größer sind, wir davon nix haben. Aber der Mythos of Gaming, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Mogi, das ist 'n ganz, ganz toller, den höre ich immer sehr gerne. Der hat da auch mal ganz viel erzählt über Lego Bionicles, Slicer, hat ja ganz tolle Videos zu gemacht. Kann ich euch auch nur ans Herz legen, grade wenn ihr das verpasst habt, weil dann wird euch mal die Dimension auch klar. Also, wirklich, wo ich so Grundschule war, das war irre, wie groß Bionicles war. Das war wirklich also, Also, das Wort gesammelt wie doof. Wir haben damit so viel gespielt und uns gefreut, aber was bei Bionicles interessant war, das war so 'n Peak, der sich aber nicht halten konnte. Ja. Ja, was mir erst später bewusst wurde, dass das ist komplett an mir mehr oder weniger komplett an mir vorbeigegangen und mir erst später bewusst geworden, dass das wirklich die Marke war, die, maßgeblich da beteiligt war, Lego, da zu retten Ja, das wusste ich auch in nicht, den ja. schwierigen Jahren. Also, das zumindest wusste ich auch nicht, ja. damals als Kind wusste ich das nicht, dann später auch, weil man dann irgendwie mal, wie gesagt, mal bei so was reingespielt hat in viel zu Bionicles, das kenne ich ja noch von früher. Und dann wie gesagt, da wird einem auch erst mal bewusst tatsächlich, was für Dimensionen das hat, aber so rückblickend kann ich das schon verstehen. Wie gesagt, es war wirklich riesig. Es ist aber genauso schnell, wie es kam, ist es auch wieder weg gewesen. Also, nach ein 2 Jahren irgendwie war es bei uns dann auch schon wieder uninteressant. Ah, okay. Das wurde 'n bisschen von Yu-Gi-Oh! Dann tatsächlich abgelöst.
Ja, aber das Team lässt sich nicht demotivieren, denke ich mal, weil sie haben jetzt auch neue Pläne. Sie haben ein neues Spiel. Und das Spiel hieß ja, glaube ich, Bionicle Mask of Power und das neue Hm. Team heißt jetzt Unmasked Games. Also Schon ein bisschen schon, Stinkefinger. ja, mal schauen, was dabei rumkommt. Und das Projekt heißt Project Rustbound. Also die haben auf jeden Fall Lust drauf. Ich denke, da kommt Mal noch was Gutes rum. eine fiese Vermutung. Vielleicht haben sie auch genau darauf gepocht. Ich meine, es hat ja jetzt Werbung gemacht. Also PR haben sie ja dadurch Ja, bekommen, wenn sie dann sowieso gesagt haben, ey, das nehmen wir als Fingerübung und machen so ein bisschen Werbung für uns. Ja, daraus wird dann nachher nichts, aber so können wir gleich, vielleicht haben sie auch im Hintergrund schon am anderen Spiel gearbeitet. Vielleicht war das auch das alles kann natürlich geplant. sein. Wer weiß, wer weiß. Die machen jetzt einfach den Blizzard. Ja, weil Ja, Warcraft und StarCraft ist ja auch nur dadurch zustande gekommen, dass sie die Warhammer und Warhammer 40k Lizenzen, ich weiß nicht, ob sie nicht bekommen oder verloren haben oder so. Und sie hatten aber schon was und dann haben sie einfach die Spiele genommen und hat statt Warhammer und Warhammer 40k haben sie Warcraft und StarCraft gemacht. Stimmt, ja. Da war was. Ja, gut, warum vielleicht war nicht? es auch alles Absicht, ja. Aber Lego ist ein ganz guter Einstiegspunkt, um aufs nächste Thema zu kommen. Denn wir gehen jetzt mal rüber in die gespielten Spiele. Bei mir war das was nicht ganz so Neues, allerdings passt es ganz gut zu Lego, weil ich hatte damals auf jeden Fall genau das auch aus Lego, nämlich ein Lego Podracer, damals zur Episode 1. Und ich habe gespielt Star Wars Episode 1 Racer. Das kam damals 1999 raus. Ich würde fast sagen gleichzeitig zum Film, aber tatsächlich kam das Spiel im Sommer raus und bei uns kam der Film, glaube ich, Richtung Dezember, so um Weihnachten rum, raus. Auf jeden Fall das Spiel, um eine kurz persönliche Anekdote dazu erzählen, habe ich damals im Urlaub gekauft, beziehungsweise gekauft bekommen an der Ostsee, wo ich natürlich keinen Rechner dabei hatte, aber ich hatte, das war halt noch eine große Big Box mit Anleitung und CD und so weiter. Und das habe ich im Urlaub damals studiert, bis ich dann endlich nach Hause kam und das Spiel spielen konnte. Und jetzt war es zum 4. Mai, May the 4th ist immer Star Wars Tag und da gab es auch bei Steam die Star Wars Spiele im Angebot und habe gesehen, dass es Star Wars Episode 1 Racer tatsächlich auf Steam zu kaufen gibt. Ja, und für irgendwie 3 Euro oder sowas habe ich mir den Spaß gemacht und dachte, ja, für zwischendurch auf dem Steam Deck läuft das bestimmt noch ganz gut. Das Spiel ursprünglich, wie gesagt, von 99, kam auch nochmal in einer HD-Auflage in 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch raus, die mich tatsächlich mehr interessiert hätte. Die hat es aber leider nicht auf den PC geschafft, scheinbar. Ja, aber macht immer noch großen Spaß. Sieht natürlich nicht mehr taufrisch aus, läuft aber in 16:9 Auflösung und wie gesagt, auf Steam Deck ist dicke, leistungsstark genug, um das auch in der nötigen Framerate zu präsentieren. Ähm, es ist eigentlich vom Gameplay her sehr vergleichbar mit Wipeout. Was ich gerade gesehen habe auf dem Wikipedia-Artikel, es hat tatsächlich den Guinness-Weltrekord für das bestverkaufte Science-Fiction-Rennspiel und hat damit tatsächlich Wipeout und F-Zero überholt. Das liegt natürlich wahrscheinlich sehr stark an der Marke Star Wars, dass sich das so gut verkauft hat, obwohl die Podracer im Film ja eigentlich eine relativ kurze Szene waren, beziehungsweise eine nebensächliche Sache, die war halt einfach cool und hat super Werbung für den Film gemacht, sah halt actionreich aus. Waren im Prinzip futuristische Streitwagen, die man da gefahren ist. Und vom Gameplay ist es vergleichbar mit Wipeout am ehesten. Also sehr, sehr schnelle Fahrzeuge, die mit quasi Luftbremsen gelenkt werden. Und dann konnte man das ganze Fahrzeug zur Seite kippen, um durch schmale Öffnungen zu fahren und so weiter. Gab allerdings keine Power-Ups. Also hier und da hatten die Podracer so ein paar Zusatzfunktionen, wie Sebulba, der Antagonist im Spiel, hatte so einen Flammenwerfer neben am Fahrzeug. Den konnte man benutzen, so ähnlich wie bei den Streitwagen, diese Stacheln nebendran. Ja, aber ansonsten gab es natürlich viel mehr Strecken, als im Film damals zu sehen waren. Im Film hatten wir nur eine Strecke und hier geht es über ein paar 20 Strecken und man konnte dann verschiedene Podracer noch kaufen und aufrüsten. Macht auf jeden Fall noch großen Spaß, steuert sich prima, ist halt super schnell mit steigendem Spielfortschritt und hat nochmal so ein bisschen Nostalgie bei mir gekickt. Hätte ich gerne mal eine Neuauflage gehabt. Es gab ein Fanprojekt, um da wieder drauf zurückzugreifen. In der Unreal Engine 4 müsste das noch gewesen sein. Gab es mal eine Demo, ist aber nicht weiterverfolgt worden. Ich weiß aber auch nicht, ob das irgendwie ähm,
dagegen vorgegangen wurde. Auf jeden Fall gab es da nur mal ein paar YouTube-Videos und eine Demo runterzuladen von einer Strecke. Sah natürlich optisch cool aus, hätte ich mir gewünscht, aber das gab es leider nicht. Es gab nur die HD-Wiederauflage für Switch und PlayStation 4. Habt ihr mit Star Wars Episode 1 irgendwelche schönen Erinnerungen? Ich meine, der Film ist nicht der beste, obwohl man jetzt so in der Rückschau wieder mehr Stimmen findet, die den Film tatsächlich wieder loben und die Prequel-Trilogie. Also ich bin mit der Prequel-Trilogie aufgewachsen, deswegen habe ich den Hass eh nie verstanden. Ist halt die paar Jahre jünger, ne? 3 Sachen habe ich dazu zu sagen. Erstens, ich finde, es ist im Film nicht eine reine Nebensächlichkeit, weil sie zeigt im Film auch ja ganz stark, wie gut Anakin mit der Macht verknüpft ist. Das Ja, das zeigt schon. das ja alles auf, ne? Dann das mit dem Studieren, ach, das waren noch schöne Zeiten, das kenne ich von früher auch noch, jetzt nicht so exzessiv wie du, weil du im Urlaub warst, aber wir hatten damals einen einzigen Laden bei uns, ich komme ja vom Land, einen einzigen Laden, wo es Videospiele zu kaufen gab. Und dann, wenn ich dann das Taschengeld genug hatte, und dann sind wir kaufen gefahren und dann habe ich mir ein Spiel gekauft oder so und dann auf dem Rückweg die 20 Minuten nach Hause, Box auf, Bedienungsanleitung komplett durchgelesen, bis man zu Hause ist, weil so die Vorfreude schon da war. Das vermisse ich auch ein bisschen, um ehrlich zu sein. Das werde ich leider nie wieder erleben, aber musste ich auch gerade denken. Das andere ist, ich habe Episode 1 Racer damals sehr geil gefunden und vor allem, du hattest auf dem N64 hattest du die Möglichkeit, 2 Controller reinzuhauen Oh ja, stimmt. und dann konntest du beide Seiten separat lenken, also wie auch im Film, wie die das auch im Film Ja, machen. genau. Das ist ja cool. Das war mega geil. Also wirklich, das war eins der wenigen Spiele, die diese Funktion hatten, dass du als Einzelspieler mit 2 Controller spielen konntest. Eins war auch noch GoldenEye, wo du quasi wie modern heute mit 2 Sticks Mit spielen Dual konntest. Sticks. Und das ging, ich glaube, GoldenEye oder der Nachfolger, dessen Namen ich gerade vergessen habe, da ging das auch. War cool und halt, ganz ehrlich, es hat nicht so gut funktioniert, aber es hat sich halt mega cool angefühlt. Ja, ich habe gerade auch gelesen, bei der Nintendo Switch Neuauflage haben die das auch wieder, dass man per Motion Control quasi spielen kann und wahrscheinlich durch Skippen von Ja. den Controllern die einzelnen Motoren steuern kann, um es den Zuhörern kurz zu erklären. Also die Podracer haben eigentlich im Idealfall 2 Flugzeugtriebwerke, dann von da aus 2 Kabel nach hinten geführt zu einem kleinen Cockpit, was quasi hinten dran hängt. Also im Prinzip ist das wie ein Streitwagen mit 2 Pferden vorne dran und einer Kanzel hinten, so einer Kutsche hinten dran. Nur, dass das ganze Ding halt schwebt und über diese Schubhebel hat man halt Gas auf den einen oder anderen Motor gegeben und dann dementsprechend Gas geben, gebremst und gelenkt. Ja. Und das war schon cool. Also auch das mit der Switch klingt cool. Das sind halt so Sachen, das machst du nicht, wenn du die beste Zeit haben willst. Aber so ein bisschen einfach Rumgeblöde, ne, um das so ein bisschen zu emulieren oder, es ist ist halt halt ein schon geiles Gimmick. witzig. Ja, es ist cool und ich liebe es, wenn Spiele sowas machen und das war damals so ein cooles Gefühl, vor allem wenn du weil ich glaube, das stand nämlich nicht in der Bedienungsanleitung und dann hat sich das so gerüchteweise rumgesprochen, und so in den Anfängen vom Internet kam das war auch so Anfangszeit vom Internet und dann hat man das ausprobiert und es hat tatsächlich funktioniert. Aber das wäre doch prima Marketing gewesen. Ich meine, klar, das ist natürlich absurd, aber andererseits auf dem N64 gab es schon viele Multiplayer-Spiele. Ich meine, da wird sich jetzt keiner einen zweiten Controller dafür gekauft haben, aber das hätte man doch trotzdem als Werbung nutzen können. Ich meine, es stand nicht in der aber es ist jetzt auch, keine Ahnung, über Ja, 20 Jahre her. Ne, mehr, glaube ich, mehr als 20 Jahre. Also wann kam das raus? So um 2000 rum, ne? Ja, 99, 2000 Ja, kam, 26 oder Jahre, ich oh meine Gott, 2000 kam der Film. man ist alt. Ja. Es EA gab hat tatsächlich ja- noch Oh, sorry. einen Nachfolger in 2002 von Star Wars Racer Revenge. Ich habe das Artwork immer gesehen und ich dachte eigentlich, das wäre einfach nur die PlayStation 2 Version von demselben Spiel, aber es war tatsächlich ein Sequel dazu. Hatte nicht EA vor ein paar Jahren auch eins rausgebracht? Ein Podracer-Spiel? Nee. Also Ja. die beiden Podracer-Spiele, die es gab noch Sind eins die fürs einzigen. Game Boy. Das war aber auch Star Wars Stimmt. Episode 1 Racer. Ja. Eine Game Boy-Version, eine Game Boy Advance-Version und halt Okay. für N64 eine PlayStation-Version war geplant, die ist aber gecancelt worden. Ah, okay. Und dann gab es die Fortsetzung für PlayStation Dann 2. muss ich das Genau. wohl verwechselt haben mit irgendwas. Vielleicht mit dem HD-Remake oder Remaster. Entschuldigung. Ja, aber Sound war auch geil. Du hast Teile vom Soundtrack drin und
ja, Jake Lloyd hat auch ein paar Sätze wieder neu eingesprochen, tatsächlich, nicht nur Filmzitate, wo ich dann wieder gerade drauf geklickt habe vorhin auf den Wikipedia-Artikel von Jake Lloyd. Das ist Oh, ja auch das darf man absolut nicht lesen. irre. Junge, Mhm. Junge. Der How tut depressing. Also der hat wirklich nur Star Wars gemacht und ähnlich wie der Darsteller von Joffrey hat er dann mehr oder weniger Hollywood komplett hinter sich gelassen aufgrund der Anfeindungen. Der wurde ja Ganz auch übler Shit. gemobbt bis zum geht nicht mehr. Wo ich mir Ja. denke, warum eigentlich? Ich weiß nicht, wenn ich mit einem berühmten Schauspieler zur Schule gehen würde, warum sollte ich den mobben? Ich weiß, er Das hat habe ich auch auch, nicht so ganz verstanden. Sie hassen halt den Schauspieler und nicht den Charakter. ja, das ist so wie Als wäre es die die gleiche alten, Person. ja, so wie irgendwelche Rentner, die Leute aus der Lindenstraße nicht auseinanderhalten können, dass das Rolle und Schauspieler ist. Ja, Ja. aber Nur weil das mal Darth Vader wird. Ich meine, er hat damals in dem Film die schauspielerische Leistung, kann man jetzt drüber streiten, aber es war halt auch noch ein Kind. Also ich ich fand 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 das vollkommen völlig in übertrieben. Ordnung. Ja, also, ich fand ihn auch Ja, als Kinderdarsteller vollkommen in Ordnung. Und, ja, also, einige Szenen fand ich ihn auch wirklich da kam dieses Naive auch sehr gut rüber, was ja wichtig für Anakin war, dass er immer sehr naiv war, um dann überhaupt so böse zu werden. Also, ja. wie gesagt, ich verstehe auch ich bin nicht der größte Fan von der Prequel-Trilogie, aber ich finde, bis auf Teil 2 diesen ganzen Naboo-Mittelteil, das war halt purer Cringe. Ich finde das Senatgelaber ein bisschen zu viel im ersten Teil. Ansonsten finde ich die 3 die gut. Also, ich verstehe sowieso Star Wars-Fans sind sowieso die schlimmsten, weil es wird immer so getan, als ob Star Wars die hohe Kunst wäre. Das ist 'ne verdammte Seifenoper im Weltall und dafür liebe ich Ja, sie auch. Aber es ist nie das, was Fans draus machen, fand ich. Also, ist es auch rückblickend nicht, finde ja, ich. das ist mit dem ganzen Fandom überall so, wenn Ja, es übertrieben wird. Ich bin auch Star Wars-Fan, aber ich sehe halt auch ein, dass die Prequel-Trilogie nicht die geilste ist, aber es ist halt alles nochmal in der Skala verschoben worden, als dann die nachfolgenden 3 Teile kamen und teilweise noch schlimmer waren. Dann ist es auch selbstverständlich, dass die Prequel-Trilogie dann in der Gesamtschau wieder besser wirken. Aber natürlich hat das seine Schwächen und das ist auch wieder die totale Verklärung durch die Nostalgie. Ich bin auch mit den Original-Trilogie aufgewachsen auf VHS, auf dem Fernseher. Ich habe die auch nie im Kino leider sehen können. Ähm, aber das hast du überall. Je größer das Franchise wird, genauso wie mit Marvel, das wird auch über alles gelobt. Das ist halt auch, naja, ja, dazu Ist würde gar ich nicht noch eine meins. Sache sagen, grade wegen der Originaltrilogie, weil ich bin auch bei der Sequel-Trilogie, nicht ganz so negativ. Der größte Flaw ist einfach, sie haben sie nicht als Trilogie geschrieben. Das zieht sich durch. Sie haben Änderungen gemacht, wo ich sage: „Warum?“ So was wie zum Beispiel, dass Rey 'n Nobody war, fand ich eigentlich 'ne supergeile Idee. Warum sie ja, das und dann am Ende ist sie revidieren doch mussten, jemand. ja, das fand ich da gibt's viel zu kritisieren. Aber was mich aufgeregt hat, war diese Kritik gegen Rey, sie wäre ein Mary Sue, wenn Luke Skywalker auch 'n Mary Sue war und dann wortwörtlich ich habe mal so 'ne Diskussion gehabt, wo ich gesagt habe, Luke war auch 'n Mary Sue, ne? Das hat keinen gestört. Ne, weil bei ihm wurde ja eingeführt, dass er voll der gute Pilot ist, weil er ja da die paar Womp-Ratten auf Tatooine abgeknallt hat. Ich so: „Are you fucking serious?“ Weißt du, das kannst du doch nicht mit 'ner du kannst doch nicht planetares Fliegen und 'n paar Womp-Ratten abknallen mit 'ner Weltraumschlacht beim Todesstern vergleichen. Ne, also ja, das mit Beggars Canyon, aber das kam ja im Film auch nicht so rüber. Das ist ja nachträglich alles hinzugefügt worden. Und das lasse ich dann nicht in der Diskussion zählen, wenn das nachträglich gemacht wurde. Das haben sie ja bei der Sequel-Trilogie auch gemacht. Im Film kam das nicht so rüber. Im Film gibt es eine Szene, wo er meinte, ach, das ist nicht so schwer, ich habe Wombratten abgeknallt, die sind nicht größer und das war quasi die Rechtfertigung, dass er kein Mary Sue ist. Nein, Ja, davon hat es werden Star auch Wars schon immer Diskussionen, gelebt. es werden auch Diskussionen geführt, die müssten halt einfach nicht geführt werden. Nee, Ich nee. bin auf jeden Fall dabei, der beste Pilot im Weltall zu werden. Ja, als Anakin Skywalker, weil ich den Podracer eigentlich mit am geilsten finde. Und der letzte, oder nee, der Podracer, den ich eigentlich am geilsten finde, ist natürlich der von Sebulba. Dieser Orange mit dem X, aber das ist der allerletzte, den man im Spiel freischaltet. Also man muss quasi das ganze Spiel durchspielen, um den geilsten Podracer zu bekommen. Nein, der von Anakin ist am geilsten allein schon, weil er ihn selber gebaut hat. Ja, das ist richtig. Verkacktes kleines Kind hat dieses Ding selber gebaut und damit Aber dann auch da gewonnen und das ist für mich Rechtfertigung genug, warum es der geilste Podracer ist. Aber definitiv der geilste Sound ist der von Sebulba. Also die haben da im Film, habe ich damals gelesen, Formel 1 Autos genommen, aufgenommen und dann dieses Wummern daraus editiert. Das klingt halt so cool. Ja, und das Lichtschwert war doch irgendwie 'n Föhn, ne?
glaube Ja, ich. Föhn oder ein Rauschen im Oder Fernseher, irgendwie sowas in der Richtung. da waren die schon immer super. Also, Soundeffekte bei Star Wars waren schon immer genial. Ja, es sind halt vor allen Dingen analoge Effekte, Ja. die dann verzerrt wurden. Das ist cool. Ja, das war so, dass ich ansonsten habe ich natürlich weiter Kingdom Come gespielt. Das ist mein großes Spielmoment, aber für zwischendurch habe ich mir Star Wars Episode 1 Racer wieder gegönnt. So als Nostalgie-Flash. Was habt ihr so gespielt? Ich habe gespielt The Midnight Walk. Ist ein Claymation Horror Game. Bitte Also nicht so, spoilern, denkt dran, das will ich auch noch spielen. Ja, Midnight ja, ja, Walk. nein, nein, alles gut. Die haben, das Gute dabei ist, sie haben alles, was in dem Spiel vorkommt, im echten Leben mit Ton gebaut und dann eingescannt und dann ins Spiel integriert. Das ist super gut. Es beinhaltet 5 Stories, die man dort erlebt und die sind wirklich so gut gemacht. Die Musik ist wow. Also es passt wirklich. Man hat so einen kleinen Potboy, so eine Tonfigur mit einer Flamme, die man begleiten muss. Und man hat ein Ziel, den halt wohin zu bringen. Ja, und ob man es schafft oder nicht, muss man dann natürlich sehen. Ich kann natürlich nicht zu viel erraten, sonst. Ja, bitte. Ich will es ja auch in VR spielen, deswegen habe ich es noch Oh nicht ja, gekauft, weil ich ein bisschen Angst davon habe. Ich brauche noch so ich muss mich noch überwinden, das dann zu kaufen und zu spielen, weil das ist aber bei mir normal. Also, so mit VR-Horrorspielen, da brauche ich immer ein bisschen, bis ich ja. mich Ich kann traue. mir, Ja. ich kann mir vorstellen, dass einige Szenen dich wirklich erschrecken lassen. Da hatte ich sogar schon irgendwie Schiss. So. Ich habe mich so ultra erschreckt. Ich bin nicht so der Typ, der sich viel erschreckt, aber da, wow, ja. Oh mein Gott, das wird heftig. Ich habe mir ein bisschen Trailer angeguckt. Es erinnert so, ist so ein bisschen wie Little Nightmares. Ne? Man hat das aus der 2D-Ansicht hauptsächlich. Würde mich auch mal interessieren, wie das in VR ist. Also ich kann mir vorstellen, dass Mhm. viel mit Vordergrund und Hintergrund gemacht wird. Ja, sieht cool aus, hat so ein, ja, also definitiv Horror-Look und wahrscheinlich auch so ein bisschen abgehackte Animationen, nehme ich an, dass es so Stop-Motion animiert Stop ist. Motion, ja, Ja, genau. so wie Das wird in Coraline VR zum so Beispiel. das wird in VR so ekelhaft sein. Grade dann noch mit so Stop Motion in VR ist Ja, bestimmt richtig Also wo du eklig. eigentlich in VR viel, immer hohe Auflösung Ja, oder schnelle ja, Bildrate ja. brauchst, damit der nicht schlecht wird. vieles flüssig, aber ja, ich würde sagen 60-40. 40% ist flüssig und der Rest ist so Hm. Stop-Motion-mäßig. Ja, meistens ist es Aber so, eigentlich ging's. dass die Figuren sich abgehackt quasi bewegen und die Bewegung der Kamera flüssig ist. Wie hieß denn das andere Spiel in den Südstaaten? Das hat Path of Midnight. Micha gespielt, genau. Ja. Das verwechsel ich immer. Das hat beides Stop-Motion und beides Midnight im Titel. Ja. Ja. Das muss ich noch spielen, das House of Midnight. Das sieht auch sehr interessant aus. Ja, das sollte spielerisch nicht ganz so herausfordernd sein, also relativ basic, aber halt durch die Präsentation ganz gut punkten. Und das Schöne ist, dass Micha sagte, dass es nicht ganz so lang Ja, ist. das ist ein schön kurzes, knackiges Spiel wohl. Ja, ich habe jetzt für das House of Midnight, so muss ich schon sagen, mit dem Midnight Walk habe ich, glaube ich, auch 6, 7 Stunden maximal gebraucht. Ja, ist cool. Dann kann ich Ich 10 wollte gerade sagen, gerade Stunden so ein. dann kann ich 10 Stunden einrechnen, weil ich 3 Stunden einfach nur brauche, um zu sagen: „Wusa, da muss ich jetzt durch.“ Ja, wie wär's, wenn du's aufnimmst? Ja, können wir drüber reden. Wenn euch das doch interessiert, wie das in VR wirkt, kann ich auch mal 'n Livestream Ja, oder so was machen. definitiv. Also, da hätte Ja, ich auf jeden Fall dann ich seht ihr, habe wie ich mich einscheiße. hätte ich hätte ich 'ne Brille gehabt, hätte ich das auch in VR gespielt. Das ist super, dass sie das halt beides eingebaut haben. Mhm. Ja, es gibt selten, dass Ja. Spiele tatsächlich einen VR-Modus haben. Also entweder hast du halt die Mhm. VR-Spiele, die von Grund auf VR Ja. entwickelt sind, aber selten den Fall, außer bei irgendwelchen Simulatoren vielleicht noch. Aber dass ein Spiel einfach einen VR-Modus hat, ist schon cool. Ja. Ja, das ist ja da hatten wir auch letztens ja drüber gesprochen mit Phasmophobia. Grade so Koop-Horrorspiele sind einfach so gut für VR und es macht keiner außer Phasmophobia. Aber Mhm. Phasmophobia macht's verdammt gut, also wirklich. Deswegen habe ich auch große Hoffnung für den Midnight Walk. Ähm, weil Horrorspiele in VR ist echt, wenn's gut gemacht ist, und das klingt ja danach, was du erzählst, Michi, dass es gut gemacht ist.
Sehr, ist sehr gut, echt ja. 'ne Erfahrung für sich, muss ich sagen. So Horrorspiele in VR, wie gesagt, Phasmophobia zum Beispiel, das knallt so derbe und deswegen brauche ich werde 'n bisschen brauchen noch, bis ich mir Midnight Rock dann kaufe, weil ich mich mental darauf vorbereiten muss, weil ich bin 'n großer Schisser. Ich finde es geil, dass ich 'n großer Schisser bin, nicht falsch verstehen, weil dadurch kicken Horrorspiele umso mehr. Aber Ja, dafür braucht man halt dann auch 'n bisschen Überwindung, um dann ja. reinzukommen. Also, es ist nicht so schlimm im overall gesehen. Wie gesagt, die Atmosphäre ist halt richtig geil, ne? Man läuft da in der Nachtwelt rum und dann kommt halt mal was um die Ecke. Das reicht schon aus, glaub's mir. Ja. Es ist Also, in es ist nicht VR viel, einfach was aber anderes. trotzdem. Ja. Also, ich habe letztens auch Resident Evil zweimal probeweise mit 'm VR-Mod gespielt. Mhm. Der Mod ist, finde ich, nicht, also, die Steuerung ist nicht gut genug gemoddet, dass ich's dauerhaft spielen werde. Aber Resident Evil 2 ist für mich eigentlich nicht wirklich gruselig und in VR, obwohl ich auch die ganzen Map und so Ja. was kenne und weiß, wo die Zombies kommen, weil ich das Spiel schon so oft durchgespielt habe, ist die Wirkung ist komplett anders. Das ist was ganz anderes. Wenn du die Lampe wirklich selber so, alles ist stockduster Mhm. und selbst wenn du weißt, was kommt, es kickt einfach anders rein in Es ist noch VR. schlimmer. Wenn du's weißt, dann ist es noch schlimmer. Ne, Ja. ne. Aber es macht schon 'n ordentlichen Unterschied in Ja. VR, das ist richtig. Aber du erwartest dann das eigentlich, aber du bereitest dich mental darauf vor, aber kriegt dich trotzdem. Ja, ja, das schon, aber Manche ich würde Horrorfilme arbeiten mit so was auch sehr stark. Mhm. das stimmt, aber ich würde sagen, so in VR, weil man sich eher darauf vorbereiten kann. Weil Jumpscares zum Beispiel, ich finde Jumpscares in Flatscreen relativ billig. In Ja. VR ist Jumpscare das ist halt schon 'n bisschen schlimmer. Es ist schwer zu beschreiben, weil die Immersion ist halt schon wirklich hoch. Also, finde ich, wie gesagt, grade mit der Quest 3 ist die Qualität auch gut genug, dass das funktioniert. Da kann meine Mutter auch 'n Lied von singen. Also, sie hatte ja mal selbst beim Fischen große Probleme, wenn sie die Haie fischt, weil dann hat sie diese riesen Dinger vor sich und, sie hatte ganz lange Probleme, das zu machen. Sagt auch immer: „Ja, aber die Brille macht doch genau das, was sie soll. Sie sie lässt mich denken, es ist real.“ Ja. Ja, ich glaube, das hat auch viel einfach mit dem Sichtfeld zu tun auf dem Bildschirm und, durch die Brille. Ja, und du hast halt Deswegen Ja. glaube ich, bei der Brille hast du auch wirklich dieses Gefühl, das springt jetzt auf dich ja, zu. ja. Also, Ja, und diese tiefen, Darstellungen einfach. ich meine, den schlimmsten Jumpscare in VR hatte ich tatsächlich bei Skyrim. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, mit der Frostspinne, weil ihr kennt ja auch die Geräusche, die Frostspinne machen Mhm. und, Schlimm. äh, dann renne ich rum, höre diese Geräusche und habe das aber nicht Mhm. direkt verknüpft, dass das ja die Frostspinne sind, drehe mich um und diese Spinne springt auf mich zu in Oh Gott. VR und ich die Augen geschlossen und einfach nur rumgefuchtelt. Ich würde sterben. Ich bin gestorben. Es war so grausam. Das war der schlimmste Jumpscare, den ich je hatte. Und dieses Geräusch, und dann kommt dieses Vieh auf dich zu. Aber ich meine, das macht halt VR aus. Ne? Was ich mir noch unbedingt tun muss, ist so ein Mhm. Herzmesser, den ich mit dem Computer connecten muss. Sowas müsste ich mir eigentlich mal organisieren. Weil mich das auch einfach interessieren würde. Die ganze Ja, Zeit auf also 200. ja. Meine Smartwatch lobt mich auch immer, wenn ich hier Simracing mache, dass ich Sport gemacht habe. Das ist auch immer Oh, sehr das fordernd. das kann ich aber nachempfinden. Also, ich spiele gerne Dirt 2 in VR und, das geht auf den Körper tatsächlich. Das ist krass. Ja, vor allem die mentale Anspannung. Also, du musst Ja. halt einfach unheimlich konzentriert sein. Da geht der Puls schon hoch, gerade beim Start. Du weißt, das sind alles echte Fahrer, die hängen alle an ihrem I-Rating, an ihrem, ja, wo sie eingeklassifiziert werden und so weiter und willst keine Unfälle bauen. Da geht der Puls dann schon ein bisschen hoch. Ja, vor allen Dingen mit dem Setup, wenn du da das Lenkrad und den Sitz dafür hast Ja. und dann in VR bestimmt richtig Ja, gut. ich habe auch, jetzt länger nicht gefahren. Ich glaube, ich bin erst mal wieder überrascht, wie, stark doch tatsächlich das Force Feedback wieder ist, weil ich vor 'ner Zeit erst, gewechselt habe auf 'n Direct Drive. Das hat Mhm. jetzt 12 Newtonmeter oder was. Irgendwie Profis fahren damit paaren Oh. 20 Newtonmeter. Das ist dann schon 'ne andere Nummer, ja. Ich Da kann glaube, ich Sitze im Kino haben, 4 oder so. Ja, 'n Buttkicker ist zusätzlich auch noch drunter. ja. Ich habe nicht ganz so 'n teures Setup. Ich habe hier die von Logitech, diese günstigere Variante. Was heißt günstig? Die kostet ja immer auch irgendwas 250, 300 € oder so. Aber Ja. auch für Sim-Racing ist das günstig.
Aber für Ja, das bisschen, was ich überspiele, reicht das auch. brauchen tut man das auch nicht. Es gibt auch genug Profis in dem Bereich, die noch mit dem Logitech G27 unterwegs sind. Ja, ich glaube, das ist das, genau, Ja. G27. Ich habe auch noch Schaltung dafür. Aber das ist ein geiles Gefühl. Also, auch Ja, wenn du wirklich das selber glaube ich. schaltest, ne? Hm. Das macht halt schon massiv Spaß. Also, ich spiele am liebsten Dirt 2 damit. Das ist so mein To-Go VR-Racing-Game, weil ich so Rallye-Spiele schon immer am geilsten fand, was Racing-Spiele anging. Aber das stresst tatsächlich extrem. Also, allein im Gegensatz zu vor 'nem Bildschirm und fahren und in VR fahren. In VR fahren Mhm. stresst irgendwie viel, viel mehr, weil dein Kopf halt denkt, du sitzt grade in 'nem Auto. Ja. Und die Geschwindigkeit kommt ganz anders rüber, als wenn du Ja, am das auf Bildschirm jeden bist. Fall. Das Ja, ist das krass. stimmt. Damit habe Aber ich geil. große Probleme. Ich hatte vorher noch hier einen Bildschirm davor hängen und habe dann ab und zu mal gewechselt, weil ich auch Spiele hatte, die es nicht unterstützt haben. Und dann dieselben Strecken oder mal in anderen Simulationen beides auszuprobieren, völlig anderes. Ich konnte überhaupt nicht die Ideallinie und die Scheitelpunkte von den Kurven zu finden, ist wieder was ganz anderes. Du musst es komplett neu lernen, Mhm. als wenn man mit der VR-Brille unterwegs ist. Aber macht ja auch mega Spaß dafür. Ja, und ist sehr immersiv. Also, Ja, ja, definitiv. Also, grade wenn Das du auch auf die jeden richtig Fall. die Hardware vor dir hast und mit der du auch richtig agierst und wie gesagt, auch mit dem selber Schalten, das liebe ich halt tatsächlich auch, weil ich mhm. fahre privat Automatik, weil ist bequemer, grade in der Stadt oder auf der Autobahn und vermisse das aber so 'n bisschen, so durch Kurven zu heizen und dann mache ich's halt in VR. Ist auch okay. Ja, ich bin auch immer froh, wenn ich das Auto von meiner Frau mal fahren muss. Das ist nur ein kleiner Skoda Fabia, aber der hat wenigstens Haarschaltung und selbst in dem macht's mehr Bock. Gut, gut. Ja, das zweite Spiel vielleicht noch. Ja, hau raus, gerne. Wollte ich nicht unterbrechen. Ich weiß nicht, ob ihr den ersten Teil kennt, Yes, Your Grace. Ja, Ja, vom Hörensagen. Ja, gibt's jetzt 'n zweiten Teil, Yes, Your Grace 2, Snowfall. Und da geht's einfach darum, man ist ein König, man regiert über sein Königreich, beziehungsweise ist in seinem Schloss. Man empfängt jede Woche, also man spielt immer nur eine Woche im Abschnitt. Man empfängt dann irgendwelche Leute, die dann was von einem wollen, weiß ich nicht, Hilfe, weil irgendwas auf deinem Feld passiert ist. Dann kannst du entscheiden, ob du Geld geben möchtest oder wenn sie irgendwas brauchen, Rationen oder irgendwie, du hast jetzt in dem Teil auch Agents, wie zum Beispiel also in meinem Teil jetzt die Witch oder eine Wache, die du einfach dann mitschicken kannst, die können dann natürlich auch helfen. Und von diesen Entscheidungen musst du natürlich abwägen, welche willst du unterstützen, welche nicht, welche sind gut, welche könnten zukünftig vielleicht auch was für dich rausschlagen. Also wenn du jetzt irgendwann hast. Ich habe was ganz Lustiges gehabt, da wollte jemand Medizin für sein Schwein und dieses Schwein ist in diesem Council Membership drinne. Also irgendwie total weird. Und ich habe das jetzt geheilt. Mal gucken, ob da irgendwie was noch bei rumkommt. Also weiß man ja nicht. Ne? Es erzählt auch so ein bisschen humoristische Geschichten, ne? Also, das Ja, ist nicht so bierernst. nee, Also, ist ich weiß nicht, beim definitiv. ersten habe ich immer reingeguckt oder reingehört. Ist halt hauptsächlich narrativ, ne? Also, es hat jetzt keine Action-Komponente, sondern hauptsächlich du Nee. entscheidest Es gewisse geht Dinge ist ja. und Strategie. Hauptsächlich geht es darum, Entscheidungen zu fällen und Konsequenzen daraus zu tragen, definitiv. Mhm. Also es gibt gute und schlechte. Es ist, also du kannst auch, ja, im ersten Teil gab es einen 100% äh, guten Durchgang, den du schaffen kannst. Aber wenn du basierend auf dem, wie du halt denkst, dass du das führen willst, dein Königreich, wie sicher ist, dass du das hinkriegst, so, ne? Also, im Prinzip Strategiespiel aus dem Thronsaal eigentlich heraus. Theoretisch Du hast ja. jetzt keine Draufsicht, quasi Also ISO-Perspektive oder sowas. du hast noch die Ansicht von der Burg, wo du bist. Du hast Mhm. natürlich noch eine Regionsmap. Da kannst du halt auch auf verschiedene Außenposten oder andere Städte ähm, klicken und exploren sozusagen. Dann hast du ein paar Aufgaben, die du bewältigen musst. Also ganz am Anfang ähm, musst du die Mauer wieder reparieren. Dafür brauchst du natürlich auch Stein und das musst du halt besorgen, zum Beispiel. Da musst du halt gucken, wie du es managst. Wie willst du dein Geld sammeln? Wie willst du Ressourcen ausgeben, um das zu erreichen?
Der Also, Look ist das ist aber schon nicht ganz, schlecht. ganz schön geworden. Also der erste hatte noch ja, mehr oder weniger klassischen Pixel-Look, aber jetzt gerade mal geguckt hier bei dem anderen, also die Räume sind dreidimensional mit Sprites drin, glaube ich. Mhm. Aber so mit dem Licht und so weiter, das sieht schon ganz hübsch aus. Das ist nicht schlecht gemacht, ja. Die Figuren sind natürlich weiterhin Pixel. Ja. Ja, auch so quasi ein bisschen minimalisiert, also ohne Gesichter, ohne Details. Mhm. Braucht man auch Aber gar nicht. ich hätte jetzt fast gesagt, ein bisschen wie Octopath Traveler, also 3D-Hintergründe quasi. Aber sieht cool aus, ja. Ja, da bin ich jetzt dabei. Ich bin jetzt 5 Stunden drin. Mhm. Habe jetzt die 7. Woche hinter mir. Also, mal gucken, was noch kommt. Und die ersten 2 Wochen sind noch sehr, sehr human. Aber jetzt die 7. Woche, das ging von 0 auf 100. Das ist so eskaliert. Also, wer das noch spielen will, sollte sich das definitiv anschauen. Cool. Tristan, hast du Sehr auch coole noch was? Story auf jeden Fall. Ja. Ja, aber bei dem Yes to Grace wollte ich noch sagen, das war für mich immer so ein bisschen wie Reigns in besser. Reigns war ja das, wo du Ja, quasi stimmt. das Mhm. Tinder-Regierungsspiel, ne, wo du nur nach rechts und links gewischt hast. Und, Yes to Grace ist so fand ich immer so ein bisschen ähnlich in der groben Richtung, aber halt wesentlich tiefer vom Ja. ganzen System her. Dafür war Reigns natürlich auch immer auf eine schnelle Runde ausgelegt. Das ist ja bei Ja, Yes to Grace gar auch nicht der glaube ich eher Fall. auf Mobile, ne? Also Reigns Ja, kenne ich vom Smartphone, das halt wirklich wie Tinder links, rechts zwischen genau, und nur genau. entweder A, Mhm. B-Entscheidungen hattest. Genau. Da ist Yes to Guess einfach ein bisschen wesentlich tiefer. Ja, ich habe, auch ein älteres Spiel mitgebracht wie du, nämlich, Bloodborne habe ich jetzt wieder angefangen zu spielen, weil ich hatte noch mal Bock auf Bloodborne, wahrscheinlich auch wegen dem ganzen Duskbloods-Ankündigungen und sowas. Habe meine PS4, wortwörtlich entstaubt, ziemlich eingestaubt. Habe die angeschlossen und habe festgestellt: „Oho, ich habe Firmware-Version, ich glaube 10.1 war das und, ich kann die modden.“ Und dann habe ich mir gedacht: „Ja, dann wird Bloodborne umso besser.“ Weil ich habe ja wie viele, glaube ich, einfach darauf gewartet, dass entweder ein Bloodborne Remake kommt oder Remaster, was auch immer, oder 'ne PC-Portierung. Ist ja bis heute nicht gekommen. Ich weiß nicht, warum Sony was gegen leichtes Geld hat. Haben sie aber anscheinend, dass sie das nicht machen. Und, habe dann jetzt meine PS4 gemoddet und dann direkt Bloodborne-Mods installiert für 60 FPS auf der PS4 Pro. Ist nämlich möglich, wenn man auf 720p reduziert, was jetzt auch nicht so dramatisch ist, weil es gibt ja nicht mal ein PS Pro Update für für Mhm. Bloodborne, also Full HD ist eh Maximum. Macht dann jetzt auch nicht so den großen Unterschied und dann läuft's tatsächlich, relativ stabil auf 60 FPS, wenn man das auf 720p runtermacht. Und das geht halt nur, wenn man 'ne gemoddete PS4 hat, weil man sonst diese Patches nicht installieren kann. Mhm. Und, ja, ich meine, meine PS4 Pro war eh 'ne reine Bloodborne-Maschine, damals noch, Persona 5 und Persona 5 Royal, gibt's jetzt mittlerweile auch für Computer und PC. Also, waren tatsächlich die einzigen Spiele, warum ich mir 'ne PS4 gekauft habe. Das war der einzige Grund. Das heißt, darauf läuft jetzt aktuell wirklich auch nur Bloodborne und nix anderes und dann habe ich's ja, weil dann war mir auch egal, weil wenn man sie moddet, kommt man halt nicht mehr hat man keinen Zugriff mehr aufs PSN und so was. Das muss Mhm. einem bewusst sein, ne? Ich meine, die Diskussion hatten wir ja letztens auch wegen Nintendo. Das ist ja auch Ja. deren guten Recht, einen zu sperren. Ich bin jetzt nicht gesperrt, aber, dieser Mod verhindert halt jeglichen Zugang zu PSN, weil wenn man sich damit connecten würde, dann, wäre kein gutes Ende. Ist ja Aber auch kannst Sonys du gutes Recht. aber kannst du das wieder restoren? Also, wenn du wieder normal, auf den Store zugreifen willst? Ja, durch Werkseinstellung. Ja, Ich wollte gerade sagen, okay. eigentlich müsste es durch Ja. Werkseinstellung, war bei meiner Vita damals auch so. Aber du sagtest, du hast jetzt eine PS4 Pro. Ist Ja. der 60 FPS auch möglich auf einer normalen PS4 Ne, oder fehlt dir die Leistung? da fehlt die Leistung. Du musst auch bei der PS4 Pro den Boost-Modus aktivieren, sonst wird das nix. Mhm. Da Ja, geht's dann okay. eher Richtung 30, 40, aber wenn man 'ne Base PS4 hat, kann man, besseres also konstantes Frame-Timing aktivieren Mhm. per Ja, immerhin Patch. etwas. Ja. Es wäre natürlich interessant, wenn sie auf der PS4 noch eine Version, keine Ahnung, für 480p, dass man sagt, man dreht die Auflösung noch weiter runter. Ja, Aber na ja, gut, irgendwann macht es dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. ja, das stimmt. Ja. Also 27p geht tatsächlich noch, grade ich habe mich 'n bisschen weiter weg vom Fernseher gesetzt, Mhm. dann geht das auch. Aber, also wirklich, das ist ich kann's nur jedem empfehlen, grade der vielleicht wie ich die PS4 schon länger da sitzen hat, bis
bis Firmware 11 kann man es modden. Und wenn ihr sagt, ach, weil ich spiele, ne, wenn man eine alte Version hat, dann hat man es eh lange nicht gespielt. Vielleicht, weil man auch aufs PS5 oder so geupdatet hat. Ich kann es nur empfehlen, weil Bloodborne mit 60 FPS lässt sich so viel besser spielen, wirklich. Also, Aber kannst du die Updates nicht downgraden, wenn du jetzt, sagen wir mal, 'nen nein, höheres das geht Update schon hast? nicht. Nein, Du kriegst keine alten Versionen, ne? nein. Doch, du kriegst alte Versionen, aber du kannst die nicht überschreiben. Das lässt das Ah, okay. PS4, die PS4 OS nicht zu. Also, Das war bei der PS Hm. Vita noch anders. Da konnte ich alte Firmwares mhm. runterladen und die, gingen ohne Probleme noch drüber. Ne, du kannst die alten Firmwares runterladen, du kannst sie nicht überschreiben. Also, jetzt Okay. ich weiß nicht, ob das hardwaretechnisch vielleicht geht, aber, ich kann nicht löten, deswegen sind bei mir Hardware-Mods außen vor. Und Mhm. bei der Hm. PC Pro man braucht tatsächlich auch 'n Computer, um das zu machen, weil du brauchst eine direkte LAN-Verbindung, weil Mhm. du über PPPoE-Verbindung kannst du quasi, den Code reinladen und man musste sich jedes Mal, wenn man, die PlayStation neu startet, muss man 'ne Direktverbindung zum PC machen. Deswegen ist sie jetzt im Ah, okay. Ruhemodus, damit ich nicht jedes Mal neu starten muss. Ja gut, aber wenn ich mit Bloodborne jetzt wieder durch bin, dann wird sie wahrscheinlich auch wieder weggesteckt. Dann darfst du auch wieder ausgeschaltet werden. Ist wie Ja. damals mit Gran Turismo 3, wo ich keine Memory Card hatte und das Ding wochenlang lief. Ja, so, nur dass es hier Ruhemodus gibt, ja. Ja, Ja, das hatte die PlayStation 2 noch nicht. ja. Aber nachdem halt einfach, also, ich muss auch dazu sagen, ich habe Bloodborne auch legal gekauft, so ist das nicht, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich hier Piraterie mache. Ich habe das damals halt mit 30 FPS und Bloodborne hat auch sehr instabile 30 FPS gehabt, Ja. ne? Das muss man dazu sagen. Deswegen gibt's ja auch diesen Frametime-Mod für 30 FPS. Es hat mir nie so Mhm. viel Spaß gemacht und jetzt wirklich mal mit den 60 FPS-Mod, ach, es macht einfach so viel Spaß und ich verstehe Sony nicht, warum sie es nicht machen. So, jetzt haben, sage ich mal, Sony noch mal Glück gehabt, nachdem da bei Chat PS4 so viel Unfug getrieben wurde, um's mal so auszudrücken. Das ist ja 'n Emulator, der sehr, sehr weit war. Dessen einzige Existenz auch nur durch Bloodborne gerechtfertigt Ja. wurde. Also wirklich, das ist Wahnsinn, dass die Leute nur 'n PS4-Emulator wollen, wegen Bloodborne. Würde Sony Bloodborne einfach auf dem PC veröffentlichen, würde sich niemand für 'n PS4-Emulator interessieren. Niemand. Ja, und, das ist Wahnsinn, dass Sony da nix macht und das war jetzt auch noch mal so 'n Grund, dass ich das jetzt gemacht habe, weil da gab's ja auch typische Emulatoren-Entwickler-Beef. Ich weiß nicht, das ist da so Standard. Da habe ich dann die Hoffnung auch aufgegeben, das dann da zu spielen. Da habe ich gesagt: „Komm, Auflösung egal, 60 FPS, let's go." Und es macht so viel Spaß. Ich kann's Ja, ich glaube tatsächlich nur empfehlen. es verstehen auch, viele Leute nicht, die dann sagen: „Ja, 30 Frames ist doch in Ordnung.“ Man muss noch dazu sehen, dass es halt auch sehr inkonsequent mit seinem Frame-Timing war. Ja, Das war ja, schon echt hart an der Grenze, der PlayStation 4 damals. ja. Na gut, aber es gibt ja Wege und Mittel. Das ist natürlich wäre natürlich schön, wenn es einen offiziellen Weg gäbe, Bloodborne auch endlich mal in 60 Frames zu spielen. Aber ich Ja. Ja, glaube, mittlerweile ist alle Hoffnung erloschen, dass da noch was kommt. ja, Wahnsinn, ich verstehe das. Wie gesagt, das ist gratis Geld. Die müssen ja nicht mal viel reinstecken. Ich glaube, einfach nur die Version, die es jetzt gibt, auf dem PC mit 60 FPS, Ja, höherer Auflösung, das würde schon reichen. Oder selbst wenn es auf der PS5-Upgrade, ja. PS5 wäre Ja, und dann ein Update bekommen würde. das würde schon total reichen. Aber wieso machen sie es nicht? Das ist so wenig Aufwand und man würde so viel Geld machen. Man muss sie nicht Äh, verstehen. ne, das Na das ja, ist wirklich, das aber verstehe ich nicht. wir haben ja ein neues From Software Spiel diese Woche bekommen. Ja, Im Release-Ausblick stand Elden Ring Night Rain ja, ist kein und, Ausblick mehr. ja, ne, ist jetzt draußen. Ja, es ist so ein bisschen verhalten, das Feedback, habe ich das Gefühl, was aber hauptsächlich nach meiner Einschätzung nach, so ein bisschen an dem Balancing noch hängt, was natürlich in einem Service-Spiel noch gepatcht werden kann und muss. Das denke ich auch, ist ja erst die erste Woche draußen, dass selbst die Hardcore-Spieler sagen: „Ey, das ist echt knüppelhart.“ Ähm, ja, aber so an sich, glaube ich, ist es ganz gut angekommen. Abgesehen davon ist jetzt der erste Multiplayer, also der rein auf Multiplayer fokussierte, Titel von From Software, äh, in der Elden Ring-Welt quasi. Also, man jagt dann mit verbündeten, Monstern hinterher, legt zusammen Bosse und hat quasi einen Ring wie in einem, jetzt müsst ihr mir kurz helfen.
Wie bei Fortnite? Ja, danke. Wie heißen die? Battle Royale, danke. Ach so. Halt diese Blase, die sich langsam schließt. Also das Gebiet, was man begehen kann, verjüngt sich dann und muss dann quasi zusammen Bosse schnetzeln. Warum hat man das gemacht? Also, ich meine, okay, im Multiplayer Bosse jagen ist ja schon cool, aber warum muss diese Blase da existieren und sich, verkleinern? Ja, man hat trotzdem eine Open World. Also es ist kein lineares Spiel, um einen dann ins Bossgebiet zu drängen. Genau. Na, also du hast einfach Okay. eine zeitliche Ko ich meine, zeitliche Komponente ist jetzt auch nichts Neues bei Roguelike. Ich sage nur Vampire Ja. Survivors zum Beispiel, ne? Es ist einfach eine zeitliche Komponente und dann bringt's dich halt zum Boss. Das ist Mhm. so der Hintergrund. Und es Ja. Weiß ich nicht. es sorgt noch ein bisschen für so ein bisschen, Risk-Reward, weil wenn du das ein bisschen hinauszögerst, dann kannst du vielleicht noch 'n Miniboss oder so was schnell legen, um dann Genau. erst weiterzuziehen, aber Ja, okay. das muss man dann ein bisschen ausreizen. Okay. Ich Ähm, Ja. dachte, das wäre so 'ne, dass du halt 'ne richtige normale Open World mit Exploring und sowas. nein, 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 nein. Ne, du Also, hast zwar die Okay. ich glaube, ich weiß gar nicht, ob's die Karte direkt von Elden Ring ist. Auf ne, jeden die Fall ist verjüngt sich das. 'N bisschen schon angepasst, ne? ja, ja, das ist ja auch viel kleiner. Die haben quasi einfach Versatzstücke genommen und das Mhm. dann da irgendwie ich habe es jetzt selber auch nicht gespielt, weil es interessiert mich tatsächlich nicht. Ich bin erstens nicht der größte Roguelike-Fan und gibt nur ganz wenige Ausnahmen wie Vampire Survivors oder Hades oder sowas. Dann weiß ich nicht, keine Ahnung, das kickt mich jetzt nicht so. Ich finde, was man aber sagen muss, ist, From Software hat es sehr gut im Vorfeld erklärt, Ja, das finde ich auch eigentlich. ne? Also, es Also war jetzt hat eigentlich niemand 'n Grund, überrascht zu sein ja, und zu meckern von wegen: „Ey, das ist gar nicht wie Elden Ring.“ Also, da sind Anpassungen gemacht worden. Wir haben 'n Klassensystem. Es gibt nicht das Ganze mit den Items und du levelst natürlich keinen Charakter so lange auf wie in Elden Ring. Also, da haben sie sich eigentlich schon ganz gut erklärt und eigentlich genau. war's auch 'n mutiger Schritt, gleich so 'ne große Marke zu nehmen und 'nen Spin-off zu machen, dann auch noch rein auf Multiplayer. Ich meine, sie hatten schon immer ihren Multiplayer-Modus drinne, aber der war ja immer nur sehr begrenzt machbar und mit den Summons und so weiter. Das halte ich ihnen schon zugute. Ja, müssen wir halt mal gucken, was jetzt bei rumkommt, wie es auf lange Sicht sich das so entwickelt, ob sie das Balancing noch mal angehen und wie lange das unterstützt wird. Ob das jetzt als Service-Game ja, lange am Leben bleibt. Ja, das wird man sehen. Also, ich finde, es ist interessant, dass sie es machen. Wie gesagt, meins ist es nicht. Ich finde, was jetzt Nö, macht's auch nicht. sie sind gerade so ein bisschen in der Experimentierphase offensichtlich, ne? Weil mit Night Rain, Ja. Duskbloods wird ja auch sehr experimentell. Das interessiert mich einfach auch mehr vom ganzen Konzept her. Aber, Mhm. warum nicht? Zumal, Night Rain wie viel? 40 € glaube ich, kostet. Das ist jetzt auch kein Ach ja. Vollpreistitel. Ja, Ne? Finde ich vollkommen in Ordnung und selbst wenn sich nur eine kleine Fangemeinde bildet, es gibt Leute, denen gefällt das sehr gut. Ja. Warum dann nicht? Also, na, Ne, gibt meins ist es Schlimmeres. halt Also, ich leider. Ja. habe auch lieber die Singleplayer-Erfahrung, was die From Software Spiele angeht und wie gesagt, Multiplayer ist sowieso dann wieder mit Absprechen und man muss Zeit miteinander finden. Bei dem Spiel ist es wahrscheinlich auch sehr wichtig, Leute zu haben, mit denen man sich versteht, 'ne Strategie verfolgt, Mhm. ja. weil's schon so 'n bisschen an MMO-Raids erinnert am Ende dann und sich dann aufteilen und Strategie fahren Ja, muss. und sich auch die Klassen abstimmen und sowas. Ja, Ja, genau, das denke ich, aber ist da schon wichtig. Cool. Jemand von euch hat Dune Awakening reingeschrieben. als Release-Ausblick, genau, da bin ich mal gespannt. Ähm, Das ist jetzt nicht mehr so lang bis dahin. Ich freue mich drauf, teilweise. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob es wirklich so gut wird. Ich habe da einfach gebranntes Kind, muss ich dazu sagen, ne? Man sieht's sind wir, glaube ich, alle. Ich glaube, wann kommt das raus? 6.6.? Ich weiß es grad gar Äh, nicht mehr. 10. Juni steht hier. Ah, ne, 10. sogar. Noch 'n bisschen später, was Mhm. gut ist, weil dann kann ich Mario Kart World noch spielen. Ähm, Ich werde es nicht vorbestellen. Ich werde erst mal gucken, wie's ankommt. Bin aber grundsätzlich interessiert, weil Survival in der Welt von Dune klingt gut. Ich bin nicht der größte Survival-Game-Fan, aber, wenn das Setting stimmt, interessiert's mich schon. Also, ich habe auch, Conan Exiles sehr gerne immer gespielt Mhm. und ich glaube, 'n Dune kann mich auch abholen, wenn es gut umgesetzt wird, aber erst mal gucken, ob es gut umgesetzt Das wird. das ist die Frage. Also, ich habe die Alpha gespielt und ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so wirklich überzeugend. Ähm, ja, also Voice-Over war nicht so toll und
halt auch die Story, also die Story von der Cutscene, die ich am Anfang hatte, sah vielversprechend aus, aber dann im Spiel der Anfang war halt, ja, okay, hätten sie eigentlich sein lassen sollen. Aber ich habe auch andere Sachen gesehen, wie die Städte, und das sah schon nicht so schlecht aus. Da hätte man echt viel machen können. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in einem Full Game sein wird. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen auch. Aber mal Äh, gucken. Wie gesagt, ich warte auf jeden Fall erstmal die Tests und Berichte ab, weil Hm. es läuft ja nicht weg. Ja. Ja, kaufen Aber ich werde ich sehe es auch gerade, nicht. aber ich sehe gerade, die Optik verfolgt schon sehr, oder so die Ästhetik vom letzten Film, ne, von der Filmreihe. Ja, Mhm. natürlich. Also da machen sie jetzt kein eigenes, sondern ist schon an dem Film orientiert. Ja, das finde ich aber auch positiv, also. Ja, ja, gar keine Frage. Ich fand die Villeneuve-Filme schon ordentlich. Okay, ja, und dann natürlich nächste Woche, habt ihr beide Switch vorbestellt? Ne, der Michi hat's auch voll rumgehatet. Ich hatte sie tatsächlich vorbestellt, aber wurde von Amazon gecancelt. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich die Switch U kaufen will. Also eigentlich will ich es nicht. Hör auf, das Weil zu dafür sagen. ist. Eigentlich ist sie von der Preis-Leistung nicht das, was sie sein sollte. Ja, was ist das zurzeit schon? Ja, wollte ich grad Das, sagen, also. ja, Nein, das das, ist das keine rechtfertigt Entschuldigung, das verstehe mich nicht. nicht falsch. Ne, ne. Aber das muss man schon wissen, das ist richtig, ja. Also, Ne, ich bin gar nicht bei Nintendo drin, also ich bin da raus, aber bin trotzdem gespannt, auf den Release und was die Leute so dazu sagen. ich habe vorbestellt, Ich auch. ich habe bei Otto vorbestellt, das wurde nicht gecancelt. Und, Otto, dass es sowas noch gibt. Hast du 'n Katalog durchgeblättert und ganz hast ehrlich, geguckt, was es noch gibt? Otto ist top tatsächlich. Ist, finde ich sehr, sehr gut. Ich habe mit denen nur positive Erfahrungen gemacht. Ähm, ich habe tatsächlich auch bei denen gebe ich immer mal so 10 € mehr oder so für 'ne erweiterte Garantie aus. Habe ich nämlich schon genutzt und es war super. Mir ist nämlich mein Fernseher kaputt gegangen, den ich bei denen gekauft hatte. Und ich hatte für, ich glaube, 20 € 3 Jahre Garantie gekauft. Im 3. Jahr ging der Fernseher kaputt. Dann haben die mir 'n Techniker vorbeigeschickt, der hat das Ding vor Ort in 'ner Stunde repariert, fertig. Ja, ist ja Also, Okay. gut. Ich ganz wollte nur 'n ehrlich, bisschen auf ne? den, weil Otto kenne ich halt Ja, noch ja. als Otto hat ich sich weiß, dass es die als modernisiert. Onlineversand noch Nicht gibt. so wie Quelle und Bauer. Otto hat sich modernisiert. Und denen geht's Das stimmt, tatsächlich, glaube ich, ja. auch ganz gut. Und, tatsächlich Konsolen Denen wegen geht's diesem, super. ja, wegen diesem erweiterten Garantie, das ist halt, ne, klar, so was ist immer wie 'ne Wette, so 'ne wie 'ne Versicherung, ne? Ja. Man hofft quasi, dass das Gerät kaputt geht, dass sich das gelohnt hat. Aber für mich ist es immer 'ne gewisse Absicherung. Habe ich jetzt auch gemacht. Ich glaube, es waren 20 € oder Hm. 30 €, lass mal sein. Aber grade beim Gerät, was auch was du unterwegs hast, wo's vielleicht auch mal leichter kaputt geht, weil das tatsächlich auch mit abgedeckt. Ja, also wenn Mhm. das jetzt auch mal irgendwie auch runterfällt oder so, reparieren die's auch. Und, deswegen habe ich bei Otto vorbestellt aus dem Grund. Und, ja, ich freue mich schon riesig. Ich habe jetzt aus 2 Gründen hauptsächlich vorbestellt. Ein Grund ist verständlich, der andere ist traurig. Anders kann man's nicht sagen. Der erste Grund ist, erste Version kann man am ehesten später modden, sehr wahrscheinlich. Ist mit der Switch 1 auch so gewesen. Ich habe meine Switch 1 ja auch gemoddet, nachdem ich erfahren habe, dass man, tatsächlich richtige Mods ja auch auf der Switch installieren kann, dann direkt Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Waffen gehen nicht kaputt Mod. Zack, habe ich mich riesig gefreut. Auch hier wieder Disclaimer, ich modde tatsächlich, um zu modden und für Homebrew. Das ist bei mir der Hauptgrund. Ich kaufe die Spiele trotzdem noch. Ich habe auch, Spiele auf'm PC emuliert, aber sie für die Switch gekauft, weil, ja, jetzt, das ist für mich einfach wichtig, weil man da ja auch das Signal setzen muss, die Leute sollen ja auch bezahlt werden. Und da habe ich einfach die Hoffnung, dass die Switch 2 irgendwann auch gemoddet werden kann, weil ich liebe es, Spiele, auch Konsolenspiele, auf der Original-Hardware zu modden. Finde ich, ist ganz toll. Der zweite Grund ist traurig, weil ich habe die Befürchtung, dass die Konsolen nur teurer werden mit der Zeit. Das ist, glaube ich, was, worauf man sich mittlerweile echt einstellen muss. Das finde ich, ist sehr traurig, aber das ist die Entwicklung, in der wir grade sind. Die Xbox wurde teurer, die PlayStation wurde teurer, ne? Tja, Kann mit der Ja. Switch so 2 sieht's im auch Moment passieren. aus. Was ich 'n bisschen kurios fand bei PlayStation, die haben jetzt die, Days of Play angekündigt und, wo die Hardware wieder reduziert sein wird, nämlich zu dem Preis, wie sie vor der Preissteigerung war.
Ah, Also, das wenn ihr ist noch mal 'ne PS5 wieder günstiger haben wollt, beziehungsweise zu dem ursprünglichen Preis vor der letzten Preissteigerung, dann, zu den Days of Play. doch Ja, ich alles sehe irre. grade, bei Otto fast ausverkauft für 821 € zu kriegen. Die PS5 Pro? Nein, die Switch 2. Das ist dann aber nicht Otto Was? selber. Ne. Nein, natürlich nicht. Verkäufer von, ja, Drittanbietern. Ja, Aber, Fucking Scalper. ja. ja, genau. Und das Das ist lohnt sich natürlich das überhaupt nicht. andere Die Problem. haben wie viel Millionen davon auf Lager? Das ist Das Ja, halt ja. ganz kurz. Hier muss man Nintendo loben. Sie haben sich super auf den Launch vorbereitet. ja. Wirklich, Ja, ich also habe tatsächlich von einigen, gehört, dass teilweise, Influencer und so weiter, gar nicht unbedingt die Konsolen bekommen, dass sie wirklich gesagt haben: „Ey, wir wollen möglichst viele in den Markt bringen und nicht jeden, Hinz und Kunst bemustern." Das finde ich ganz löblich, das stimmt schon. und die haben super viele Konsolen jetzt wohl zum Start, weil Ja. du kannst immer noch vorbestellen bei Amazon zum Beispiel. Und die haben ja, glaube ich, 'ne Kooperation mit einem anderen noch, gemacht, dass die noch mehr Konsolen, hier auf 'n Markt bringen können. Ja, da Das haben sie kann sich sein. anscheinend ganz gut aufgestellt. Ich weiß es leider nicht mehr, mit Da wem. da muss man Nintendo wirklich mal loben, weil, so viel loben kann man ja nicht mehr. Ne. Aber dass sie zumindest gegen Scalper vorgehen, indem sie einfach genügend Konsolen zum Start haben, finde ich super, weil da gibt's ganz andere, sowohl bei Konsolen als auch bei Grafikkarten. Nvidia. Ja, muss halt jeder seinen eigenen Weg finden. Ich meine, ganz einfach ist es nicht und die schwarzen Schafe wirst du immer haben, aber das, schon Ja. Leider gibt's ist halt schon auch nötig, Leute, da die's was zu dann tun. trotzdem noch kaufen. Das Ja, ist ja, das. klar. Das Beste wäre natürlich einfach, wenn Leute nur zum Originalpreis kaufen oder Ja. zum Ja. halbwegs gescheiten Preis und dann dass die Leute auf ihren Konsolen sitzen bleiben, klar. Aber das wirst du nie hinkriegen. Und letzter Satz dazu noch, ich freue mich auf Mario Kart World. Habe ich Bock drauf. Das wird bestimmt cool, ja. Werde berichten. Okay, dann würde ich sagen, haben wir's, größtenteils geschafft, oder? Habt ihr noch Ja. was ihr unbedingt loswerden wollt, was euch auf Ne. dem Herzen brennt? Doch eine Sache, ich möchte auf Dennis' Video, verweisen auf unserem Kanal zur Klang. Das war jetzt keine Hinleitung dafür. Doch, von mir schon. Ich finde das nämlich sehr, sehr gut geworden. Deswegen will ich das hier hervorheben, nicht der Dennis, weil ich den Dennis da loben muss. Das ist ein super tolles Video geworden. Ich kann es jedem empfehlen. Schaut es euch an. Eine sehr schöne Analyse von Kingdom Come Deliverance 2 und dem Klang. Ja, vielen Dank. Ja, guckt gerne rein. Ich habe mich ein bisschen auf Wanderschaft begeben und habe, die Klangwelt von, Kingdom Come Äh, Deliverance unter die Pro Lupe genommen. Pro-Tipp: mit Kopfhörern hören. Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, um das zu machen, habe ich auch den Soundtrack ausmachen müssen, was mir ein bisschen schwer gefallen ist, weil der auch gut ist. Der lohnt sich, hört ihn euch gerne an, aber, könnt auch gerne mal in anderen Spielen probieren, ob sich das, lohnt, da mal 'n Soundtrack auszumachen. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht und sagt mir gerne Bescheid, ob ihr noch weitere solcher Videos sehen wollt. Gut, dann danke ich euch fürs Dabeisein, fürs Quatschen. Hat, wie immer großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend und, auch an euch vielen Dank fürs Zugucken, fürs Zuhören. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, YouTube mit Video, falls ihr uns auch zu sehen wollt. Ansonsten, wenn ihr mit uns über Videospiele oder allem anderen, diskutieren wollt, geht gerne auf unseren Discord-Server. Der Link ist unten in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne hinzustoßen. Ansonsten lasst gerne ein Abo und ein Like da, bewertet den Podcast. Natürlich ist nur die 5-Sterne-Wertung möglich, das einzig Zulässige. Und schaltet gerne nächste Woche wieder rein, wenn es weitergeht mit dem Pixel Buddies Podcast. Bis dahin, ciao. Macht's gut. Ciao. Tschau, tschau.